Eva sagt, wir sind bereit. Weißt du denn, wo sie ist? Steuer oder Backbord? Frag mal. Moin, ihr Landratten. Moin. Herzlich willkommen. Hier ist wieder Hamburg Hafen live mit Minfru Tanja. Heute mal dabei. Zu Heute Teil dabei. 2. Zu Teil 2 dabei. Ja, und wer mich nicht kennt, ich bin Paddy. Ich habe gelernt, eigentlich muss man in jedem Stream einmal am Anfang seinen Namen sagen, weil ja immer wieder neue Leute dazukommen und ja, eigentlich muss man sich immer wieder vorstellen. Okay. Eigentlich eine gute Idee, oder? Und eigentlich müssten wir immer so nochmal so eine Einblendung machen, so für die ganzen Protagonisten, ne? Okay. Ja, aber das finde ich eine gute Idee. Wer hat dir das denn gesagt? Oder welches Vögelchen hat dir das gezwitschert? Oder darfst du das Ja, nicht sagen? ich bin selber drauf gekommen. Okay. Ich bin selber drauf gekommen. Ja, schön, dass ihr schon wieder dabei seid heute. Morgen war ja schon echt wieder heftig früh. Ich bin auch, ich bin zurückgefahren und dann habe ich mir erst mal 2 Stunden ins Bett gelegt. Bin komplett. Nee, das war ein bisschen länger, glaube ich. War länger? Ja, war länger. 3 Stunden? Mhm. Aber Frag deinen Hund, der weiß das. Ja, komplett weggeratzt. Aber irgendwie wollten wir das ja alles mitnehmen heute. Wir haben ja Doppelauslauf, die deutschen Lieblingskreuzfahrtschiffe, AIDA und Mein Schiff. Mein Schiff liegt in der Hafen City, also ein schönes Bild. Kann man sich natürlich nicht entgehen lassen, wobei die Disney natürlich auch nicht schlecht aussah, War oder? auch sehr schön. Und eben Ja. haben wir ja wieder den besten Beifang hier verpasst. Ne? Die Polizei Ja. hat uns gerade eine Sondervorstellung geliefert, direkt vom Fenster. Aber wir waren ja leider noch nicht live. Eine dramatische Rettungsaktion. Eine Holzplanke. Eine Holzplanke, also lag irgendwie so ein Stück Holz, weiß ich nicht, 1,20 Meter oder so im Wasser. Und ja, das haben sie heldenhaft in gut. Teamwork rausgeholt. Ja, also es ne? war richtig gut. Also Ja. ich wüsste auch, wer die gebrauchen könnte. Vielleicht mal nachfragen. Eine Holzplanke, ne? ja. Ja. Ja, und heute natürlich ein ganz besonderer Tag, deshalb machen wir den Stream auch nicht so ewig lange. Also wenn die Schiffe raus sind, dann gehen wir noch ein bisschen feiern, denn man glaubt es kaum, aber diese Frau, diese Frau ist so leidensfähig. Also Das ist der Weltrekord. sie nimmt so unglaublich schlimme Dinge auf sich, dass sie heute 23 Jahre mit mir verheiratet ist. Die Zuschauer wissen doch, wovon ich spreche, oder? Die Kamera muss ich erstmal ein bisschen kippen hier. So. Ja, also wir haben heute Hochzeitstag, das hatten wir ja schon so ein bisschen angeteasert. Und ja, natürlich, ich habe auch überlegt, Mensch, Hochzeitstag, den verbringt man natürlich zusammen, aber wir haben ja zusammen an der Elbe, ne? Genau, machen wir zusammen mit euch. Und wir haben ja das ganz große Glück, dadurch, dass wir selbstständig sind und sehr flexibel mit unserer Zeit sind. Wir müssen jetzt nicht extra uns irgendwie frei nehmen, um dann gemeinsam Zeit zu verbringen, sondern ja, spätestens Montag, wenn ihr dann alle wieder auf der Arbeit seid, dann sagen wir, juhu, jetzt feiern wir nochmal Hochzeitstag nach. Ne? Also ich finde Gute auch montags um 11 so ein Stößchen. Du weißt doch, wo ich immer gerne hinfahre, ne? Genau, die richtige Zeit dafür. So, ich will mal ganz kurz hier umschalten, denn da unten fährt schon etwas. Und zwar haben wir hier schon den alten Fairplay 8 Schlepper. Würde ich auch ganz gerne da mal mitfahren. Den hatten wir noch nicht, ne? Nee, den hatten wir tatsächlich noch nicht. Aber den es ist so Fairplay 8. irgendwie fürs nächste Jahr kann man das mal machen, ne? Aber ich glaube, der gehört auch zur Stiftung Hamburg Maritim. Ja. Ja, der Ankerbengel lässt auch 5 € da. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön. Herzlichen Dank. So, ich drehe mal die zweite Kamera um. Aber wir haben es hier eigentlich ganz gemütlich. Hier, die üblichen Verdächtigen sind alle hier mit an Bord. Anja hat schon Kuchen gebacken. Also uns könnte es schlechter gehen, ne? Ben und Kirsten versuchen es auch herzukommen. Ben und Kirsten eigentlich, ja, Hardcore öffentliche Verkehrsmittelfahrer. Heute dachten sie sich, wir nehmen mal ein Auto. Ist genau der richtige Tag, wo 2 Demos mitten in der Stadt sind, die am Fischmarkt starten. Eben kam nur die WhatsApp, wir haben kapituliert. Wir fahren zurück, wir kommen mit Öffis, wir kommen später. Ja, das ist ganz blöd, weil die erste fing am Fischmarkt an und geht dann in die Stadt und die andere muss irgendwo parallel in der Stadt starten und endet am Fischmarkt. Völlig untypisch ist enden doch, also am Fischmarkt sind nie Demos, die da enden. Also das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und dann ist noch HSV, ja auch, ausverkauft, Ja. glaube ich, irgendwie hier. Und ja, dann kann die Stadt schon mal verkehrschaos technisch enden, würde ich sagen. Ja, absolut. Die Koi lädt auch schon wieder. Jo.
Oder wollen wir danach da drauf? Können wir noch ein bisschen abfeiern? Auf der Koi? Ja, das wäre eigentlich was, oder? Das wäre eigentlich was. Guck mal so da oben, dieses DJ-Deck da oben, das wäre doch super. Da könnte man so ein bisschen separat ein Tänzchen machen. Da oben? Ja. Ja, du, das ist auch schön überdacht. Also eigentlich wäre das auch zum Streamen schön da oben, oder? Ja. Aber Anja Hansen, die gute Schwester, die hat ja Verbindung zur Koi. Stimmt. Stimmt. Basti, vielen Dank für dein verschenktes Sub an die Daniela. Und Oma Dankeschön. Silvia schickt auch Glückwünsche. Vielen Dank, Vielen Dank. Oma Silvia. 5 Euro. Danke, danke. Toddy, 3 Monate auf Twitch dabei. Danke für Sub. Und Tommy, 2 Euro auch zum Hochzeitstag. Danke, ihr Lieben. Dankeschön. Die Mein Schiff 4 liegt da hinten in der Hafen City. Man sieht so ein bisschen was vom Schornstein. Und deshalb sind wir natürlich wieder im Gin Hotel. Ich mag ja diesen Blick hier so ein bisschen Ja, um die Ecke. der ist ne? super. Der Den ist- haben wir ja leider da hinten immer nicht. Und Ja. wenn wir dürfen, dann gehen wir ja gerne hier hoch. Ja, und das Schöne ist natürlich, wir brauchen keine Drohne. Also man kann so ganz entspannt hier mit den Kameras stehen. Drohnenkontrollen hatten wir ja diese Woche auch schon genug. Alle innerhalb von 10 Minuten. Aber das ist schon echt ein Premiumplatz hier. Ja. Also wenn ihr mal in Hamburg seid und einen schönen Drink nehmen wollt, dann können wir euch das Gin Hotel nur empfehlen. Sind auch echt ganz nett hier, die ganzen Und diese Angestellten. Terrasse hier oben ist einfach unglaublich. Also es ist schon echt ein unglaublich. sehr, sehr cooler Laden. Wirklich Wahnsinn. Tommy, danke für die 2 Euro. Vielen Dank. Ja, Brigitte schleicht hier auch so ein bisschen rum. Sie hält ein bisschen Abstand heute, weil sie ein bisschen virenverseucht ist noch. Ich kann aber auch nicht zu Hause bleiben, wenn sie Nein. krank ist, oder? Das kann sie sich nicht entgehen Nein, lassen. sie wollte aber höchstwahrscheinlich auch noch ein Stück von Schwester Hansens leckeren Kuchen haben. Oh ja, Schwester Hansen hat Kuchen gebacken. Köstlich sei euch. Richtig köstlich. DS aus Haar, lieber Dieter, danke für die 5,99 zum Hochzeitstag. Und Tobias, auch nochmal 2 Euro. Dankeschön. Also- Hafenpüppi feiert 26 Monate. Danke Vielen, für vielen Dank. Herz, Humor und gute Laune. Ja. Ja, das mit der guten Laune. Doch, meistens schon. Meistens schon. Auf viele weitere sensationelle Streams. Ich danke dir vielmals. Ich glaube, Ute hatte auch gemeldet, dass der Lotse schon bei Mein Schiff angekommen ist. Ich muss mal wieder Asche auf mein Haupt schütten. Ich habe nicht nachgefragt beim Lotsen. Ich habe heute Nachmittag lieber gepennt. Aber also irgendein Schiff wird schon pünktlich rausgehen. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht weiß, was mich interessiert, wer als erstes rausgeht. Und die fahren ja definitiv nicht direkt aneinander vorbei. Also ein Hornbattle, dafür ist die Konstellation nicht gut. Da müssen wir noch mal dran arbeiten. Stöpselschmied, nee, Stöpselschmidi, danke dir. Auch nochmal Grüße zum Hochzeitstag. Danke für die 5 Euro. Dankeschön. Ja, Schwester Hansen hat ganz hervorragenden, was ist das, Buttermandelkuchen. Also Butterkuchen mit Mandelstreusel obendrauf gebacken. Der ist so lecker. Ich darf da nur nicht zu viel von essen, weil wir wollen nachher noch ein bisschen essen gehen. Was ist denn eigentlich mit dem Wetter los? Mensch, den ganzen Tag war hier mega Sonne und jetzt ist alles zugezogen. Temperaturen sind Wahnsinn. Also wir haben irgendwie so um dieses 25, 26 Aber dann Grad. ballert das auch nicht so doll. Ja. So schlecht ist es gar nicht, solange es nicht regnet. Weil ich war ja extra eben noch mal einen Schirm holen. Also wird es nicht regnen. Ja. Ja, und wer heute Morgen dabei war, weiß, dass meine Uhr- und Temperaturanzeige irgendwie kaputt ist. Die war in einer völlig falschen Zeitzone. Heute Morgen um 5:30 Uhr hat die 3:30 Uhr angezeigt. Was da aber los ist, weiß ich auch nicht. Also ich habe Uhr und Temperatur erstmal ausgeblendet. Aber das wäre nur für die Streamanzeige. Oder bist du denn schon um 3 anstatt um... Nein, das ist nur oben die Anzeige. Also es ist jetzt kein Drama. Wenn das das einzige Problem ist, was wir haben, dann kann ich damit leben. Aber ich habe noch keine Ahnung, woran das liegt. Seren, danke für deine 5er Subbombe auf Twitch. Dankeschön. Danke, mein Lieber. Hört man die Stimme aus dem Off? Da sind mehrere Geburtstagskinder von gestern. Vielleicht könntet ihr noch ein Geburtstagshörnchen. Ja, du, das So. machen Ja. wir doch. Das ist aber gut, dass du ein bisschen mit aufpasst. Wir kriegen ja nicht Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Das war das Geburtstagshorn.
Ja, und jetzt Also hauen wir noch was du- Nettes raus hier, Also ne? du bist Es sollte ja- eigentlich anders klingen, aber selbstgemacht ist halt mit Liebe. Wollte ich gerade sagen, man hat es gehört. Selbstgemacht Es war ist mit drin. Liebe. Es war Liebe. Happy Birthday, liebe Geburtstagskinder. Haben wir denn eigentlich den... Haben wir eigentlich den Link zum Gin Hotel? Ich habe den jetzt irgendwie gar nicht Link zum Gin Hotel habe ich nicht parat, aber findet man ganz einfach. Gin Hotel ich Hamburg. guck hier nochmal. Irgendwie... Rückfahrt aus Leer war auch relativ entspannt, ein bisschen Stau, aber nicht der Rede wert. Das Schlimmste war eigentlich, dass ich so kaputt war. Muss noch mal 2 Pausen einlegen. Also noch einen zweiten Standort heute, der hätte mich gekillt. Wenn ich jetzt noch mal umgezogen wäre, woanders hin. Hättest du nicht geschafft. Nee, das hätte ich nicht geschafft. Leon, danke dir für den Hochzeitszuschlag. 5 Dankeschön. Euro. Walburga schickt auch noch mal 5 Euro. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, das geht natürlich alles an Tanja als Belohnung dafür, dass sie es so lange mit mir aushält. Ganz so schlimm ist es ja nun auch nicht, wie du tust. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Genau das die Aussage habe ich versucht zu provozieren. Ja, du weißt doch, wie es ist. Nein, wenn es nicht schön wäre, wären wir doch auch so lange nicht zusammen, ne? Heute und morgen sind, glaube ich, auch die letzten Blueport-Tage. Und guck mal, ich meine, wir arbeiten ja auch zusammen. Ich meine, wer kann das schon? Also, die meisten kriegen sich ja schon im Urlaub in die Köppe. Und das machen wir ja nicht erst seit gestern, sondern schon relativ lange. Köppe, herrlich. Ja, die Köppe. Jetzt kommt noch mal die Stimme aus dem Off. Ja, was ist denn Die hier Stimme mit- aus dem Off, ja, die lieben wir. also, wir. Wir haben ja noch die stillen Zuschauer, die wollten wir doch mal ganz herzlich begrüßen Ja, heute. dafür bist du ja da. Also, ihr stillen Zuschauer, ganz viel Spaß mit Hamburg Hafen Live, Paddy, Tanja Und Schwester Hansen. und die ganze Crew im Die noch Hinter im kommen. Ja, Background. die kommen ja noch. Die müssen wir erst mal Alle. vorstellen, hier, die noch Ja, das dabei stimmt, das sind. stimmt. Da hast du auch Und sag mal, heute ist ja deine liebe Freundin an Bord. Hast du jetzt mal rausgekriegt, wo die denn ist? Sie sind bereit mit Flagge. Ja, Sie hat mir auch geschrieben, wo. aber du Weißt du, hast es vergessen. weißt du denn auf welchem Schiff? Ach, jetzt hier, du musst, glaube ich, Ja, ja, erst du mal musst erst mal Kuchen hier ans Kuchen. Gin Hotel verteilen. Weißt du denn, auf welchem Schiff? Ist sie mein Schiff oder AIDA? Aida. AIDA. Gegenüber, AIDA. Bitte schön. Guck mal, Martin macht das auch gut. Wir haben nämlich heute Hochzeitstag und wir haben einen Kuchen bekommen. Dankeschön. Dankeschön. Kann man ja ein bisschen mal zelebrieren, ne? Ich meine, wir feiern ja sowieso jeden Tag. Aber heute Ja. ist halt mal Hochzeitstag. Heute haben wir mal einen Grund, ne? Ist so wie, wir haben ja immer einen Grund. So, jetzt, ich habe dich unterbrochen. Wo war denn jetzt deine Freundin? Ach so, ja, AIDA, ich glaube irgendwie 7. Geschoss oder 8. Geschoss. Geschoss. irgendwie. 8. Geschoss rechts. 8. Geschoss rechts. Aber die Flagge ist bereit. Eine fachmännische Angabe. ja, Aber wo du schon mal hier bist, hast du denn ein paar technische Daten zu der AIDA? Immer. 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 Gerne, gerne. Sehr gerne. Lasst es euch schmecken. Ja, hau raus. Ja, also da warte mal ganz kurz. Das ist ja die AIDA. Jetzt google sie erstmal, was Prima dauert oder eine halbe Perla? Wen haben wir denn eigentlich Das heute? dauert eine halbe Stunde. Ja, nun, ich kann ja nicht alles wissen. Aber alles essen. Aber alles essen. ganz Du, aber da kommt schon wieder die Polizei für dich. Schon wieder. Ja. Aber da du ja hier der Fachmann bist, haust du das jetzt bestimmt noch mal raus. Ich wollte, Liebe mich, Passagiere. ich wollte mich eigentlich jetzt ganz elegant aus der Sache rausreden. Jo, Nee, ich du glaube, bist der das ist, Kanalbetreiber. das ist die AIDA Perla, Schwesterschiff von der AIDA Prima. Ich glaube, passagiermäßig gehen da so 3.500 drauf. Ich glaube, in Vollbelegung sogar knapp 4.000. Und hier ist auch schon wieder echt Barkassenballett, ne? Also es ist richtig was los hier heute im Hafen. 7. Geschoss rechts. Das ist
Das ist echt kennst, so, aber du weißt, so was ich meine. Und das großartig. ist Ja, aber du triggerst damit natürlich die Sprachpolizei. Aber sind Sie denn Steuerbord oder Backbord? Hast du das wenigstens Nein, das habe ich nicht. Aber ich habe ja Aber- gesagt, Sie fahren Naja, auf uns rechts, zu. rechts. Genau. Wir werden das ja sehen. Wenn wir die Flagge sehen, dann sind Sie auf der richtigen Seite. So muss man das sehen. Weil wenn Sie auf der anderen Seite sind, haben Sie ja eh dann Pech. Naja, aber wenn Sie nicht auf der anderen richtigen Seite sind, brauchen wir Sie ja nicht suchen. Vielleicht schreibst du nochmal und du probierst es nochmal rauszufinden. Das könnte ich noch mal tun. Ja, mach doch So mal. eine, das ist doch eine gute Idee, oder? Ja. Du hast die besten Ideen. Sag ich doch immer. Sag ich doch. Dafür habe ich dich ja auch schon Ja, so eben. lange. Also los soll es um 17 Uhr gehen mit beiden Schiffen. Ob es jetzt irgendeine Verzögerung gibt, das kann ich euch nicht sagen. Seren haut noch mal eine 10er Subbombe auf Twitch raus. Seren, mein Lieber, Dankeschön. 5 Euro vom Frankfilm. Wir danken euch alle für die Mühe, die ihr euch immer macht. Dankeschön. 16 Monate dabei ist die Ina. Auch noch mal mit Glückwünschen zum Hochzeitstag. Dankeschön. Wie Paddy gehört der Kanal? Naja, auch nur auf dem Papier. Also die eigentliche Chefin steht natürlich neben mir. Ach, du meinst was Hansen? Nee. Das bist du. Schwester Hansen ist die Instagram-Influencerin, das reicht schon. Die hat über 1100. 1100? Ja, also ganz ehrlich, ich weiß auch mal gar nicht, was du... Ich weiß ja auch immer, also ich mache ja auch gar nichts eigentlich. Ja, aber du hast immerhin heute den Kuchen gepostet, den du für uns gebacken hast. Also wenn ihr sehen möchtet, welchen lecker Kuchen Schwester Hansen gebacken hat, Dann müsst ihr dann natürlich mal müsst gucken bei mir. ihr auf Instagram folgen. Sieben Monate, der Sascha an Bord. Auch nochmal mit Glückwünschen. Danke, mein Lieber. Schön. Ja, und der Reiz sagt ja auch, Happy Wife, Happy Life. Ich meine, wo er recht hat, So hat er ist recht. das. So ist es. Absolut. Hier ist nochmal die Frage, wieso das AIS vom Tenderboot der Mein Schiff eingeschaltet ist. Das passiert manchmal. Also es kann sein, dass die das heute getestet haben. Das kann manchmal, lassen die auch zu Wasser, manchmal machen die eine Testfahrt. Und was man auch hin und wieder sieht, ist, wenn die das ausschalten, das AIS-Signal, dann bleibt das ja noch eine Zeit lang bestehen. Also beim Wesselfinder steht da noch manchmal letzte Meldung irgendwie 2 Stunden, vor 2 Stunden. Okay. Und das kann sein, dass nachher die Mein Schiff losfährt und auf dem Wesselfinder das Tenderboot noch da ist. Das sieht man immer mal wieder bei den Kreuzfahrtschiffen und nach ein paar Stunden verschwindet das Signal dann aber. Fahne hängt. Sehr gut. Aber Fahne hängt. du weißt nicht wo. Ich habe ihr geschrieben. Okay. Welches Geschoss war das? 7. Oh, Endzeit. Bei Insta gehen schon wieder die Sachen ein. Ja. Herrlich, Leute. Können wir ihn wegschmeißen. Können wir denn da vielleicht schon irgendwo eine Fahne entdecken? Ihr sagt, 7. oder 8. Stock, ne? Aber ist nicht Parterre, ne? Oder ist sie im Souterrain? Im Souterrain. Souterrain. Oh, das gibt doch so einem Schiff ganz neue Dimensionen, oder? Ich hab mich Oh, wegschmeißen. eine Kabine im Souterrain. Aber ich weiß noch, Unter der Wasserlinie. als ich meine erste Wohnung gesucht habe, wusste ich nicht, was Souterrain ist. Das ist so. Aber das klang so toll. Ja. Das klang, Du hast also gedacht, du bist ganz Souterrain. weit oben, ne? Ja, also im Endeffekt weiß ich, dass Souterrain das Gegenteil ist zum Penthouse. Aber ich meine, man lernt immer aus. Aber es klingt so toll. Ich Ja. wohne im Souterrain. Dass du aber eine Kellerassel bist, Oh, sagt dir ja keiner, aber ne? genau das ist ja schon wieder total lustig. Ja. Genau das gleiche hatte ich auch. Wirklich mit meiner ersten Wohnung, die war so halb Souterrain und da stand da nicht bei. Und ich habe eine ganz schlimme Spinnphobie. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was ich für nette Mitbewohner hatte, ne? Ging gar nicht. Ja. Ganz schlimm. Deine super. Freunde, Nee, das die sind wollen nicht- mit dir Party Nein, machen. nein, nein. Ja. Garantiert nicht. Amarok, danke für die Glückwünsche und 11 Monate. Dankeschön. Brick Brian raidet rüber mit 19 Landratten. Willkommen an Bord, ihr Lieben. Und Annika, Willkommen. ein neues Mitglied auf dem Fischmarkt. Außerdem sehe ich hier 2:0. Ich hoffe für den HSV. Oh ja, es wird bestätigt. Okay. Dann wird das ja ein guter Tag. Kommt eine Sprachnachricht. Also, Können wir die abspielen öffentlich? nee.
Das können wir nicht öffentlich abspielen. Aber die geht später raus, weil die haben Probleme mit den Passagieren. Die A1 hat Stau, die A7 hat Stau, die Leute sind noch nicht da. Also die wird später rausgehen. Also AIDA wird später rausgehen. Ja. Na super. Dann, ja, aber mit dem ganzen Stau stimmt, A1 ist gesperrt. Ja. Genau. Das könnte mein Schiff auch treffen. Ja. Aber gut. Hey, sind wir ein bisschen länger mit euch zusammen. Ist doch gar nicht schlimm heute Mein- zum Hochzeitstag. Shit, gibt's später Essen. Aber du hast ja eben fast den ganzen Kuchen gegessen. Also insofern. Wir können ja gleich noch ein Stück Kuchen Ja, essen. genau. Wenn Ja. noch was da ist. Aber du Ja, musst ein ja bisschen Ben ist und noch Kirsten da. auch was übrig lassen, ne? Ja. Ja, stimmt. Ich habe mich extra zurückgehalten. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, muss sehen, was so übrig bleibt. Das ist wie im echten Leben. Na dann. Ach, guck mal hier, mein Schiff 18:30 Uhr. Ja. Ja. Was machen wir denn jetzt die ganze Zeit? Dann können wir schon mal einen trinken auf euch. Oh ja, sollen wir nicht mal gleich ein Ja, Stößchen holen? komm, Hier im Alter. Hotel so einen schönen Ja, Cocktail. was? Ja, finde ich auch. Oder was sagt ihr da, Oh, so einen Chatty? schönen Aperol Spritz. Ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Ja? Ja, und eine mal. große Spezi. Also ich finde, es, guck es, mal. organisiert, Richtig Durst. es Ja. organisiert mal jemand eine Karte. Ja, ich organisiere mal eine Karte und dann machen wir mal mit euch zusammen heute Stößchen. Genau. Oder? Wir können, Ist ja doch super. wir können ja dem Chat dann mal die Karte vorlesen. Das kommt, wenn man sich nicht beim Lotsen informiert. Ja. Naja, egal. Wir machen das jetzt hier heute schön an der Elbe. Das Wetter ist schön. Kleine steife Brise hier noch. Also ich finde, dass René und Martin doch heute auch mal moderieren können. Guck mal, die haben schon Angst. Guck mal die Blicke. Guck mal, Schon sind sie schon sind weg. sie weg. Schon sind sie weg. Brigitte hat keine Stimme, also die können wir auch nicht vors Mikro noch holen. Ach, wer fährt nachher Auto? Das sollten wir vielleicht mal vorher klären. Ich habe ja gedacht, ich brauche mal heute nicht fahren. Ja, dann, Ja, dann fahre ich. Dann fahre ich. oder wir lassen das Auto einfach stehen. Mein Auto steht direkt vom Gin-Hotel. Mit den Dummen ist nämlich das Glück. Ja, Weißt du Bescheid? das habe ich schon mehrmals gemerkt. Christina, Dankeschön Danke. für 3 Monate Prime Sub. Dankeschön. Aber das ist ja Aber guck mal, Murphy's Law. Wenn ich aber nicht frage, dann beim Lotsen, dann Einen können wir doch, oder? Ja, also einen ich können meine, wir. zum Anstoßen können wir. bis wir nach so, Hause fahren, genau, das dauert ja. Genau. Sonst trinke ich ein schönes Alster. Geht auch, wenn es so warm ist. Ist Ja, auch ein schön. großes Alster mit Eis. Bitte? Mit Eis? Nächste Grundsatzdiskussion angestoßen. Ekelhaft. Nach Pommes mit Senf gibt es jetzt die Diskussion Alster mit Ach, Eis. das trinkt doch keiner, das ist doch Ja. Schwachsinn. Hör auf zu tütteln. Du kriegst anschließend noch mal einen Eiskaffee oder so. Ja, Svenny, Dankeschön. Svenny schmeißt die Cocktails. Dankeschön. 20 Vielen, Euro. vielen Dank. Danke, Svenny. Oh, also ich habe jetzt hier mal was mitgebracht. Ja, dann guckt mal rein. Ja, wenn du schon weißt, dass du ein Alster willst, dann brauchen wir ja nicht mehr reingucken. Ja, also alle, die jetzt später einschalten, es geht später los. Wir haben gerade gehört, AIDA geht später raus wegen Stau auf der A1, sind noch nicht alle Gäste da. Mein Schiff geht wohl auch später raus. Also das wird hier alles noch so ein bisschen dauern. Wenn wir jetzt am Bubendei-Ufer stehen würden, dann könnten wir noch eine schöne Evergreen zeigen. Aber heute mal wieder alles falsch gemacht. Dafür hatten wir heute Morgen, oder hatte ich heute Morgen den richtigen Standort. Das war ganz cool mit der Disney. Hast du gleich einen kurzen oder was? Warte doch erst mal ab. Ich muss doch erst mal lesen. Oh, Whisky und Brandy, oh, Likörchen, Tequila, Nein, Weinkarte, herrlich. Aus dem Rosé. Ja, Und die Drachenmutter haut auch noch mal ein 5er Pack Dankeschön. an Subs raus. Dankeschön. Die Koi sieht danach aus, als wenn sie gleich Boarding completed hat. Geht da unten noch ein glaub, ich nehm auch Brautpaar? ein Alster Zumindest Wasser. war da Ein gerade kleines, eine ja. Braut. Kleines.
Was hat denn die AIDA? Die wollte nur mal zeigen, dass sie da ist. Das ist Ja, mein Sohn, das wissen wir ja jetzt, ne? ein Aber langer Ton für ich gehe später raus. Ich bin noch nicht bereit, heißt das. Ja, ich spiele heute Deutsche Bahn. Und 5 kurze sind Barkasse in grün voraus. Ja. Werner, danke dir für ein halbes Jahr. Guck mal, Sebastian auch schon 26 Monate dabei. Sebastian, ganz Wahnsinn. herzlichen Dank. Ja, dann dauert das. Jo. Da kam noch mal einer hinterher. Die machen, glaube ich, gerade einen Typhon-Test. Aber das Gute ist, dann kommen ja Ben und Kirsten auch pünktlich. Ja, Und die werden dann werden sie sagen, alles richtig gemacht. genau. Ach guck mal, Ute hat noch was Schönes gefunden. Laut Segelliste könnte die Costco Shipping Leo um 18:30 Uhr rausgehen. Sind aber auch noch 1,5 Stunden, Ute. Das ist das blaue Möppel, was da Das steht, ne? ist das blaue Möppel, was da. Guck mal, Malte ist auch da, oder hast du den schon begrüßt? Nein, moin Malte. Moin. Also habe ich hier irgendwo ihn gesehen. Also hier ist echt Typhon-Test heute bei der AIDA. Christian, danke für die Glückwünsche. 23 €. Danke, danke, mein Lieber. Die leckeren, extra knusprigen Fischstäbchen von Iglo. Und guckt mal, wie saftig der Seelachs ist. Für mich und meine Mannschaft gibt es nur Iglo Fischstäbchen. Die sind extra knusprig und sowas von saftig. Die Wilhelmsburg und Captain Iglo. Nein, mein Schiff 4 ist noch nicht ausgelaufen, DJ Luis. Es geht alles, es verzögert sich heute alles. Also wir haben wieder einen wunderbaren Wartestream. CW Ebrix fragt, ob der Platz, an dem ich stehe, frei zugänglich ist. Jein. Also du kannst auf die Dachterrasse vom Gin Hotel. Ich kann euch das hier mal so ein bisschen zeigen auf der zweiten Kamera. Die ist frei zugänglich, also eine wunderbare Bar, schöne Dachterrasse, da kannst du hin. Wir stehen hier allerdings auf so einem kleinen Balkon, der ein paar Meter weiter ist. Und der ist nicht öffentlich. Also den haben die für uns reserviert, weil wir dann einfach noch mal so ein bisschen für uns stehen. Denn wenn wir da direkt auf der Dachterrasse stehen würden mit den anderen Gästen, das ist zum Streamen dann nicht ganz so ideal. Aber hey, kommt her, hier gibt es lecker Drinks. Kann man gut machen. So, was ist denn los bei der AIDA? Ja, die machen ein bisschen Einer Krach. Tour hier. Stevie, ich danke dir für 11 Monate auf Twitch. Danke für deinen Dankeschön. Sub. Petra, 5 €. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank. Ganz lieben Dank. Und der Thorsten haut auch nochmal 50 € mit in den Pott. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. der hat so viel geschrieben. Genau. Das musst du mal vorlesen. Hallo Tanja und Patti, im Namen meiner Mutter, die schon 23 Monate Abonnentin ist und fast keinen Stream verpasst hat, soll ich euch alles Gute zum Hochzeitstag ausrichten. Dem schließe ich mich auch an. Macht bitte weiter so. Beste Grüße aus Bielefeld. Vielen, vielen lieben Dank und Grüße in unsere alte Heimat. Ne? Grüße nach Bielefeld. Gibt's doch gar nicht. Dankeschön. Anja, hast du Brigitte auch gefragt, ob sie was möchte? Ja, die ist ja in Quarantäne da hinten irgendwo. Kannst du sie mal fragen? Ach so, okay.
Marc Polo 76, auch an dich ein Dankeschön. Für Dankeschön. 11 Monate. Er ist heute von der Perla runter. Ach, Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. hätte er noch ein bisschen länger bleiben können, wie die später ablegt, oder? Ich sag mal schöne Grüße an Maschine. An Maschine Skolze. Ja. Sag mal, ist mir nur so warm oder ist es noch? Willst du dich mal hier rausstellen? Hier ist so ein bisschen fresh Wind. Ja, also gerne. Komm hier, ich gebe dir mal das Mikrofon. Das Mikrofon, das macht einen Kannst du hier ein bisschen Girl Power machen? Und was machst du? Du gehst jetzt, Ja, du gehst jetzt weg? Ich habe jetzt die Getränke Genau. bestellt. guck Die mal kommen hier, jetzt gleich. Wenn du willst, kannst du hier so ein bisschen an der Kamera drehen. Wir sind hier auf der 1. Du, das kriegen wir hin. Das kriegen wir. Auf der 1 sind wir. Du, auf der 1 sind wir, weißt Bescheid, ne? Wunderbar. Was passiert jetzt, wenn wir auf die 2 drücken? Weiß ich nicht. Dann haben wir wahrscheinlich das Bild. Können das ja mal austesten. Oh, bloß nicht, du, wir stellen doch hier wieder alles. Nein. So, jetzt könnt ihr eure Fragen rausstellen. Er ist weg. Er Was ist wolltet weg? ihr schon immer wissen? Genau. Guck mal, Specki guckt aus Thüringen zu. Beste Grüße hier von der Elbe. Sag mal, wir haben so überlegt, du hast auch gute Verbindung zur Koi, ne? Guck mal, da oben, weißt du, wo dieses kleine Dach ist? Steht da der DJ? Ist wahrscheinlich, Ja. ne? Da Manch- könnten wir doch mal so eine kleine Tour machen. Aber die Frage ist ja auch immer, welche Musik die spielen. Also wenn die so Techno spielen, bin ich raus. Letztes Mal hatten die so Live-Musik. Das ist so deine mit, Aufgabe, das zu klären und eine gute Musikrichtung für uns rauszusuchen. Ich glaube, das könnten wir mal organisieren. Finde ich jetzt aber auch, oder? Wollt ihr denn mal alle mit auf die Koi mit uns fahren, ein bisschen Party machen? Das wäre doch was, oder? Die kriegen einen Anfall mit uns dann. Weißt du, wie laut das da drauf ist? Ja, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Ich soll noch ein bisschen kommentieren, so ein bisschen Seemannsgarn und düt und dat. Ja. Was soll ich dir mal erzählen? Es ist ja wie immer hier. Also ich bin ja immer hier, deswegen... Was wollt ihr denn sehen? Was wollt ihr wissen? Ich habe keine Ahnung. Wenigstens ein paar Hörnchen gibt es jetzt hier zu hören. Gibt zwar nichts zu sehen, außer ein paar kleine Schiffchen. So Noch ein ist bisschen ruhig, Beifall. also, aber es wird dann auch nachher wieder ein bisschen wilder. Aber ist Und okay. höchstwahrscheinlich kommen die dann beide wieder zusammen. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Hornbattle für euch. Das wird ja nicht schlecht. Was hat er da gerade gesagt? Runter mit dir? Ja, runter mit dir. Rechtsverkehr oder irgendwie so. Oha. Also gleich geht das hier los mit der Koi und dann machen sie Uften. Du, vielleicht machen sie auch einen bayerischen Abend. Ach, du meinst Oktoberfest auf der Koi? Also ich weiß nicht, hier in der Fischauktionshalle sind ja auch immer ständig... Ja, danke. Dankeschön. Also in der Fischauktionshalle sind ja auch immer so Oktoberfestpartys und immer mal so ein bisschen was, manchmal Frühshoppen beim Fischmarkt. Ja, gerne. Ja, sonst wir können das auch gleich bringen. Ja. Klasse, danke. Nie leer laufen, ne? Das war ein weiser Mann, ne? Ich glaube, da unten kommt auch Claudia. Claudia, bist du das da unten, die da gerade kommt? Wir sind wieder auf dem Balkon vom Gin Hotel. Ich winke mal. Bist du das? Warte mal. Können wir das eigentlich mal so drehen? Ja klar, dreh mal. Wir probieren das einfach mal aus, wir beiden. Wir tüdeln hier ein bisschen mit der Kamera rum. Herrlich, lieben wir. Das sieht ein bisschen ruckelig aus, das Also Musik in Kettlauer fragt, warum es eigentlich nicht Steuerboot oder Backboard heißt. Da fragen wir doch mal den Chat. Bestimmt ist Torben dabei, der kann das ganz wunderbar Warum erklären. das so heißt, oder? Ja, warum das so heißt. Guck mal, ob ich hier Claudia Naja, finde. ich sag jetzt mal, warum heißt Stuhl Stuhl? Hat wohl irgendjemand mal irgendwie gesagt. Guck mal, da ist, glaube ich, Claudia, wenn sie das ist. Oh, tatsächlich, hier kommt doch auch hier. Hört ihr das? Ja, da! Da! Die Kirchhof. Kommt ein bisschen Blasmusik. Weißt du was, das ist die Muppet Show. Hör doch mal.
Na, das ist doch Ja. toll. Aber, du, die haben richtige Live-Musik an Bord, hör mal. Da lagen wir doch gar nicht so schlecht mit unserem Oktoberfest, oder? Was haltet ihr davon? Soll ich die mal ranholen? So. Wir können ja noch mal ein bisschen Claudia verfolgen, wenn das ist. Hast du mal geguckt, hat sie irgendwas geschrieben? Oh, die singen auch richtig. Nicht schlecht. Oh Gott, heute ist Goa-Party. Auf der Koi? Ja. Oh nee, komm. Ich musste früher mal mit meinen Freundinnen auf so Goa-Partys und ich fand das ganz schlimm. Aber du, ich meine, der Gruppenzwang hat dich nicht zu Hause gelassen. Nee. Warst du früher auch mal da unter der S-Bahn? Natürlich. Wo ist denn der Kanalbetreiber? Oh, guck mal. Music and Cat Lover sagt, fast so toll wie die Alphörner. Ja, das finde ich auch. Also, die Alphörner waren schon echt klasse. Guck mal hier, Schatz. Ist das Claudia da vielleicht? Warte, ich muss erst Trinken. Sag mal, wenn man denn so schwenkt, ne, dann sieht das immer so ein bisschen ruckelig aus mit der Kamera. Ist das normal? Nein, du musst auf das Display von der Kamera gucken, nicht auf das große. Okay. Das ist nicht ruckelig. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob das Claudia ist. Soll ich mal wieder an die Kamera? Ja. Dann könnt ihr weiter sappeln. Ben Genau. und Kirsten sind auch gerade Ach, eingetroffen. wie schön. Soll ich das Mikro wieder Ja, übernehmen? ja, ja. Ich muss erst mal trinken. Moin! Ja, Hydration ist wichtig. Aber super. Vor allem So. bei dem Wetter. Hi. Habt ihr hier ein paar Danke rausgehauen? Ja, ne? Nee, haben wir noch nicht. Wir haben ja erst mal geguckt, was so los ist. Marina Du ist 2 müsstest Jahre noch mal- dabei. Der Jürgen schickt Oropax Dankeschön. auf die Koi. Dankeschön. Danke. Hansi. Danke, Hansi. 2,49. Liebe Grüße. Und Stefan Voltmar, 5 Euro. Er meint, das Horn der Aida Perla hat etwas mit Klein Erna von Abich zu tun. Die haben mal wieder ein kleines Extraprogramm gefahren. HGW zum Hochzeitstag. Ach, HGW heißt herzlichen Glückwunsch, oder? Dankeschön. Aber wenn die noch nicht abfahren, dann machen die trotzdem so einen Warnton, wenn die so dicht kommt. Höchstwahrscheinlich, ne? Da müssen wir mal Claudia fragen, die kennt sich da besser aus mit der Materie. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Oh mein Gott, hier kommt schon wieder was an. Wie süß ist das denn? Oh, was ist das denn? Wahnsinn! Ja, ich glaube, der andere Kuchen ist auch schon fast alle hier, ne? Ja, und das ist so ein bisschen Frucht und so ein bisschen Schoko, Keksbohnen unten drunter. Genau. Ich weiß ja, dass der heute noch alle wird, ne? Ja, das ist schön. Komm mal etwas näher. Guck mal, was Kirsten gemacht hat. Und guck mal, was Ist wir hier das auch noch nicht sweet? Und der Butterkuchen von Schwester Hansen. haben. Also sie sind gut versorgt hier. Ja, bestens. Großartig. So, ich gehe noch mal hier ein Haus weiter. Ist auch noch mal schnell Hallo. Tag. Hallöchen. Hallo. Meine Ablösung ist da. Damit hat Ben nicht gerechnet. Nein. Bleibt noch einen Augenblick bei euch. So, ich würde mal sagen hier, wir können ja mal anstoßen hier mit unseren ganzen Getränken. Ne? Ja, Ben und Kirsten brauchen gleich noch was. Wir Stößchen. sagen schon mal Stößchen, ne? Prost. Zum Wohl, am Wohl. Oh, das zischt. Das zischt. Louis, 20 Monate. Das kommt von den Wikingern. Die hatten ein Ruder und das war auf der rechten Seite. Deswegen rechts Steuerbord und Backbord, weil mit dem Rücken dem Back zur Seite. Ach, da war wohl die Frage, warum es Steuerbord und Backbord heißt. okay. Dankeschön. Ja, Danke. Anja wollte das wissen. Aber jetzt hat sie es verpasst. Okay, kannst du ja noch mal nachlesen. Genau. Hab ich gesehen. 23 Jahre Wind und Meer. Paddy, da wackelt kein Steuerrad mehr. An Bord der Liebe, klar zum Gefecht. Ihr haltet Kurs und das zu Recht. Chris, Dankeschön für 5 Euro. Dankeschön, das ist ja süß. Und Hansi ist jetzt auch schon 3 Monate dabei. Ein Stream ohne Hansi und so weiter. Dankeschön, Nein, danke. das geht doch nicht. Das Nein, wäre das geht gar nicht. undenkbar. Undenkbar. Ein Stream ohne Undenkbar. Hansi. Ach, ist das wieder schön hier. Also so toll das ja in Papenburg ist und so eindrucksvoll die Bilder. Aber morgens um 5:30 stockduster alleine auf dem Deich in der Schafkacke stehen. Auch schön. Ja, geht so. Geht so.
Waren denn Schafe auch wenigstens da? Ja, ja, also wir hatten sogar im Stream ein richtiges Schafshorn. Die hatten was zu erzählen. Also wir hatten richtig Schneidest du das dann auch noch mal raus? Das muss ich rausschneiden, ne? ja. Ich glaube, die waren nicht so begeistert von Besuch auf ihrem Deich so zu Also früher rumgemeckert, Stunde. ja, Ja, was? ja, 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 ja. die fanden das nicht so toll. Ja, die AIDA hornt so oft, weil sie die Passagiere anlocken will. Ihr habt alles richtig gemacht. Schiffe haben alle Verspätung. Hast du schon mitbekommen? Ja, ich hab's gerade Wegen gehört. Verkehrschaos. Es geht nichts in Hamburg. Null. Hast du mitgekriegt? 2 Demos. Eine fängt am Fischmarkt an, eine endet am Fischmarkt. Thomas war da. Thomas hat mir Gesellschaft geleistet. Der sagt, das war doch schön auf dem Deich. Thomas hat auch richtig tolle Bilder gemacht. Hast du die gesehen auf Instagram? Nee, ich habe noch gar nicht geguckt. Coole, richtig. also 2 richtig coole Behind-the-Scenes-Bilder, Thomas. Habe ich mich richtig drüber gefreut. Könnt ihr mal auf Instagram schauen. Habe ich in die Story gepostet. Sahen richtig gut aus. Andreas, 25 Monate und keine Minute Langeweile. Dankeschön. Herzlichen Dank, mein Lieber. Ja, da sind wir ja mal gespannt, wann es jetzt wirklich losgeht. Ne? Also hier sagen ja viele 18 Uhr. Hatten wir nicht schon 18:30 Uhr? Also wir hatten die Info? 18:30 Uhr bei der Mein Schiff. AIDA hatten wir jetzt noch keine Uhrzeit. Ach, stimmt. Also ist das wohl so eine Wundertüte. Ja. Aber da hinten geht, glaube ich, gerade eine Evergreen rein. Oh ja. Ist auch ein Klapper. Ja. Ja, Ben, willst du mal einen Augenblick das Mikro haben? Nein, ich frag ja nur, wenn das schon hier steht. Also Komm, gib mal her. Sollen wir das da runter? Ja, natürlich. Ja, ich Ja, greif dir mach jetzt mal eben- mach ja? alles, mach Abdalien. Ja. Ich greife dir mal da einmal so hin. Nein, ich löse dich gleich wieder ab. Wir können auch gleich mal Mädelstalk machen mit Kirsten. Ich glaube, da hat der Chat Bock drauf. Da können wir doch Mädelstalk. Ja. Weil du warst ja auch schon wieder unterwegs mit Fluggeräten, habe ich gesehen. Ich war unterwegs mit Fluggeräten, ja, aber ich habe auch gelernt, ich muss noch lernen. Ach so. So. Wäre ja auch zu einfach, wenn das alles so von jetzt auf gleich klappt, oder? Ja, ich finde es ja auch mal, Kirsten sagt, ach, jetzt sei doch nicht so kritisch mit dir und das ist doch alles schon gut. Nein, wenn ich nicht kritisch mit mir bin, dann entwickle ich mich ja auch nicht. Ja, das ist Ja? richtig. Aber es braucht trotzdem Zeit. Man muss halt doch einige Male auch so ein bisschen auf die Schnauze fallen. Ja, Das ja, gehört bei dazu. mir geht es ja um nichts. Ne? Das ist ja in erster Linie Spaß. Ja. Aber ich finde es erstaunlich, wie viel positives Resümee man eigentlich bekommt. Wenn man da vernünftig auftritt und so, dann hast du schon mal so das eine oder andere Gespräch mit vernünftigem Inhalt, wo die Leute sich einfach dafür interessieren, was du so machst und so, wie das funktioniert. Aber das ist auch so. Man muss mit allem offen umgehen. Und dieses Drohnenthema, das ist halt teilweise ein bisschen sensibel, sowohl vom Hafen aus als auch so von der Bevölkerung. Aber wenn du offen auftrittst, auf die Leute zugehst, denen Auskunft gibst, denen erzählst, was du machst, weil im Grunde genommen ist es ja eine tolle Chance. Also du hast ja durch die Drohne hast du einfach wahnsinnig schönen Blickwinkel. Ja. Ja, es gibt dann halt leider so ein bisschen, ich nenne es immer Bildzeitungswissen, ne? Wenn die Bildzeitung einmal geschrieben hat, das darf man nicht, Ja, ja, dann genau. quatschen das leider ganz, ganz viele Leute nach. Ben, würdest du auch was nehmen? Ein Getränk? Ein Bier, Alzerwasser, irgendwas? Wer ist denn da drauf? Ach nee, das ist das andere Schiff. Oha, Partygranate Es gezündet. geht los! Ein Alster Wasser fände ich super. Groß oder klein? Oh, großes gerne. Jawohl! Jawohl! Jens-Peter, danke dir für 27 Monate, mein Lieber. Alles Gute zum Hochzeitstag aus Nordhessen wünscht der Ralf. Schickt auch noch mal 10 Euro. Dankeschön. Ja!
How much is a fish? Das war voll der Laden, ne? Guck dir das mal Aber an. es ist auch richtig so mit Startton. Typhon geht los, Musik an, wir legen ab Ja, und also Party on. von der ersten bis zur letzten Minute wahrscheinlich. Ist das Schiff im Heckbereich eigentlich verstärkt, damit die da nicht irgendwann durchbrechen? Keine Ahnung. Oh, dann mal los. Guck mal, die haben auch eine Vortänzerin. Ja, damit jeder weiß, was er machen muss, ne? Also wenn das hier oben so satt ankommt, Ja, da unten ist wahrscheinlich auch richtig ordentlich was los. oh ja, macht schon Laune. Du, weißt du was? Das ist ein Zumba-Kurs. So. Die gibt den Takt da vorne vor und der Rest macht mit. Gogo-Tänzerin. Hamburg Hafen Live Party. Was ist Alsterwasser? René fragt für einen Schweizer. Alsterwasser ist Bier mit Zitronensprudel. Auch Radler genannt. in vielen Teilen Deutschlands Radler genannt. Danke dir für die 10 Schweizer Franken. Moin und herzlichen Glückwunsch zur Titan-Hochzeit. Ach, nennt man 23 Jahre Titan-Hochzeit? Es gibt ja irgendwie für jeden Hochzeitstag eine Bezeichnung. Du, es gibt glaub ich. immer einen Grund, viel Geld auszugeben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Peter, danke dir für 11,99. Der richtige Mensch ist nicht der, mit dem immer alles toll ist, sondern der, ohne den alles blöd ist. Ja, schön gesagt. Schön gesagt. Anja schickt 2 Euro und gratuliert von der ganzen Bande. Herzlichen Dank. So, und jetzt stell dir mal vor, eine ganze Kreuzfahrt mit so einer Musik. Ja, da hast du, glaube ich, nach einem halben Tag Kopfschmerzen. Gibt ja auch Heavy Metal Cruises. Ja, damit kann ich mich anfreunden. Ich auch, da will ich auch mit. Ich glaube, das ist echt cool. Aber es gibt ja auch Tattoo-Cruises. Also es gibt viele. Dann gibt es ja jetzt hier dieses Glücksgefühle-Festival Cruises. Schlager gibt es, glaube ich, auch. Also gibt Ist das eigentlich- alles von TUI, kann das sein? Haben die so ein Motto da? Nee, AIDA macht auch sehr viele. Ja? Habt ihr noch einen kleinen Beifang? Oh ja. Da muss ich mal schnell Aber ist nicht rüberschwenken. Heavy Metal Cruises gleich auch Tattoo Cruises? Also da kannst du dich auch tätowieren Ist, lassen. ja? Ja, Weiß ich nicht. Also ich weiß, dass TUI beide anbietet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du dich bei Heavy Metal Cruise auch gleich stechen lassen kannst. Ja, ne? Ist ja ein süßer Beifang. Ja.
Altes Feuerwehrboot. So, wo sind die Party People? Alle schon weg? Ja, du, die sind schon auf Zack da hast sie vorne. verpasst. Die sind am ich Dock hab sie schon gehört, vorbei. ich hab sie gehört. Aber gute Anlage. Kann man ja nicht anders Also das sagen. kam Ja. hier oben richtig satt rüber. Ja. Ne? Dankeschön. Danke sehr. Wenn du möchtest, es gibt Kuchen Nummer 2. Also wenn du Vielen Dank. Ja, also der Bass ist ordentlich. Kann man sich nicht beschweren. Nö. Na komm, dann mache ich noch mal Werbung für unseren wundervollen Kalender. Vielleicht braucht ja noch jemand ein Weihnachtsgeschenk. So langsam geht's los in die heiße Phase. Ja, der Herbst kommt. Vor Weihnachtszeit, das Geschäft fängt an. Da sind auch geile Bilder bei, ne? Junge, 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 Junge. Dankeschön. Alle in irgendwelchen Streams entstanden. Schön. Richtig gut. Schön bunt. Birgit schreibt, sie haben 50 Jahre schon voll und schickt auch Glückwünsche. Dankeschön, 20 Monate. Hast du dir eingesackt? Du bist ja süß. Aber im Moment nicht, Dankeschön. Aber heute ist auch echt Barkassentag. Klar, Samstag, Wochenende, die logisch. Temperaturen. Da ist natürlich hier ordentlich Hafenrundfahrt angesagt. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Also die Bedingungen sind doch perfekt. Carsten aus der Oberlausitz schickt auch noch mal liebe Grüße. Moin ihr 4 und Community. 4, wir sind sogar 5, 6, 7 sind wir sogar. Schwester Hansen ist da, René ist da, Martin ist da, Kirsten und Ben sind da, Tanja und der Kanalbetreiber. Und Brigitte in Quarantäne. Brigitte in Quarantäne, ja, die Brigitte hat Angst, dass sie uns alle ansteckt. haben wir Aha. ausgelagert. Hat so Rüsselseuche oder wie? Ja. Ja, morgens ist das frisch im Hafen, ne? Da muss man sie warm anziehen. Auf Twitch haut der Jürgen noch 200 Toll raus. Tanja und Paddy, einen schönen Hochzeitstag, Tanja und Paddy, weiterhin viel Glück. Danke dir, mein Lieber. Aber so volle Containerschiffe wie bei der Costco da vorne habe ich ja selten gesehen in Hamburg. Die ist ja ordentlich vollgepackt, ne? Die liegt relativ tief. Ich finde mal relativ tief zu sagen, Hört ist sich auch ist so irgendwie komisch. doppeltief. Richtig, ne? Hört sich irgendwie falsch tief ist irgendwie. Aber du hast recht. Die hat guten Tiefgang. Wobei, ne, man sieht immer noch, an. Ja, die V-Schutzfarbe ist ja noch zu sehen, ne? also so tief liegt die nun auch nicht. Guck mal, man sieht auch noch den Wulstbug. Also es täuscht. Da geht noch was. Aber sieht unheimlich voll aus. Haben sie einfach optisch gut gepackt. Damit der Hamburger denkt, Mensch, hier kommt ja doch noch ein bisschen was an. Ja. Yves schickt auch noch mal einen Moin zu Buddy, Ben und Mods. Danke dir für 10 Euro. Dankeschön. Moin. Und aus der Oberlausitz noch mal 2 Euro für weitere 23 Jahre. Oh, wenn ich noch mal 23 Jahre schaffe. Ach, das schaffst du, Schatz. Ja. Und guck mal, die Hedi Auris Krau sagt, moin aus Bad Münstereifel. Wir schauen, das heißt 2 Personen und ein Hund. Das finde ich immer total süß. Alles Gute zum Hochzeitstag. Also müssen wir die Zuschauerzahl auch verdreifachen. Also unser... Wenn alle mit mehr als einer Person gucken. Können wir nicht mal eine Abfrage machen, wer mit mehr als einer Person guckt? Und wir haben nicht jetzt schlecht. unser Jack Russell früher, der hat tatsächlich immer Fernsehen geguckt. Also einen Film gab es mit Huskies, den hat die geliebt. Diesen ne? Disney-Film, Ja, ne? wie Die hieß ist denn der? Ausgefallen. Snow Dogs. Snow Dogs. Snow Dogs, da ist der Hund völlig eskaliert. Na, jetzt bin ich mal gespannt hier. Jetzt probieren wir erstmal Kirstens Kuchen. Guten. Guten. Danke. Ja, dann kann ich ja ganz kurz noch mal aus dem Off sprechen. Ja, sprech mal. Also wir haben ja noch ein paar Zuschauer dazu bekommen, deswegen sagen wir mal herzlich willkommen hier auf dem Kanal, ihr Lieben, die nicht schreiben, unsere stillen Zuschauer. Das wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Und ja, viel Spaß mit uns hier heute an der Elbe
mit der AIDA, die vielleicht dann auch demnächst mal fahren wird. Also wir haben zumindest keinen Sturm. Also irgendwann geht es immer raus. Definitiv, definitiv. Das wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Hast du aber fein gesagt. Danke. Siehst und dann du wohl. guten Hunger. Ja, danke schön. Sehr schön aus. Schön frisch, der Kuchen. Dann wollen wir mal. Guck, hier komm schon, zu dritt gucken Sie. 2 Personen, 2 Personen, 2. Nochmal 2. Eine Person und 2 Hunde. Also Wahnsinn. Also haben wir aktuell um die 6.000 bis 7.000 Zuschauer. Ja, und da kommt die Stimme wieder aus dem Off, da Na? ihr eher noch schnabuliert. Da wir ja so viele Zuschauer haben, die ja doppelt oder dreifach gucken, könnten wir doch einfach mal einen Daumen hoch liken. Das wäre doch mal sensationell, hör mal. Ich darf das ja sagen. Du darfst das sagen. Ja? Also, haut doch mal den Daumen hoch. Dankeschön. Ja, ich danke. 32 Sekunden zu. Ja. Hansi, herrlich, danke. Danke, Hansi. Lecker, der Kuchen. Das sieht auch sehr gut aus. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen streamen, damit wir ordentlich Kalorien verbrauchen und nachher noch zur Lust auf Italien können. Ja, du kannst ja noch ein kleines Tänzchen einlegen. Ein bisschen Kalorienverbrauch, ein bisschen Sport. Geht alles. Ich streame, das ist schon extrem anstrengend. Ja, nee, ist klar. Dankeschön. Ansonsten zeigt dir Martin bestimmt einen kleinen Cha-Cha-Cha oder so. Zwei Personen, 2 Katzen. Eine Person mit Katze. Wahnsinn. Da kommt noch mal ein Containertaxi. Diana manchmal sogar zu 5, Ronny 1 bis 4 Personen. Matthias schickt Grüße aus der Stadt, wo heute das größte Saufgelage der Welt anfing. Und Zapftes! Ja, Mai. Das passt schon, Zapftes. gell? Ich habe heute im Radio gehört, wenn man als Touri nicht auffallen möchte, dann bestellt man kein Maß, sondern ein Maß. Aha. Und wenn du ein Maß bestellst, kann das schon mal sein, dass du einen Schokoriegel bekommst. Gewusst wie. Ne? Also es heißt Amas. Oh, der HSV hat gewonnen. Oha. 2:1. Na Gott sei Dank. Leute, wo sind die HSV-Emojis? Das wird aber auch mal Zeit. Ne? Kann man so sagen, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ne? Das ist keine öffentliche Hasse. Also so öffentliches Gebäude. Aber wie gesagt, das ist charmant. 7 Monate feiert Petra. Petra, Dankeschön. Kann das sein, dass hinten in der Hafen City auch eine liegt oder ist das nur... Ja, mein Chef liegt doch da. Ach so, die liegt da hinten. Okay. Deshalb sind wir ja heute wieder hier, damit wir das schöne Bild haben, wenn die Mein Schiff rausfährt. Das schöne Bild. Sonst hätten wir uns ja auch an die Simmerns-Mission stellen können. Genau, und die haben was mit. Ich habe mal in einem Schloss getanzt. Ja, Containertaxi ist auch unterwegs. Hat der HSV gewonnen? Hier sind so viele Ja. HSV-Emojis. Ja, HSV hat gewonnen. Von einem Mass 15,80 € schreibt hier jemand. Das ist ja, also da muss man sich dann überlegen, Krabbenbrötchen oder Mass Bier. Mast ist ein Liter, ne? Ja. Ja. Also Liter Bier.
ist schon nicht ganz billig. Aber das muss auch, das ist ja das Ereignis dafür Ja, die letztendlich haben die Wiesenwirte. jetzt, wie lange geht das, eine Woche, 14 Tage? Ich weiß gar nicht, wie lange das geht. Weiß das jemand von euch? Wie lange Aber geht die das? machen da auch den 2 Umsatz Wochen, ne? ihres Lebens. 2 Wochen, ne? Ich glaube 2 Wochen, ja. Da machst du 2 Wochen, machst du da so ein Zelt und dann dann machst du 50 Wochen Urlaub. Guck mal, Patrick sagt, ihr seid schon ein sonderbarer Kanal. Findest du? Ja, also so ein bisschen, oder? So ein bisschen So ein komisch sind wir bisschen? ja schon. Ne? Ja, da Ja. hast du vollkommen recht. Ja. Jürgen, danke dir für 20 Monate auf der Speicherstadt. Vielen, vielen Dank. Ja, so ein bisschen seltsam sind wir schon. Das ist richtig. Ja, jeder ist immer so komisch, wie er kann, ne? Guck mal, an Björk wird auch gerade geladen. Beziehungsweise gelöscht. Guck mal hier, und da Geisbock fragt, Paddy und Ben, ihr habt sehr interessante Fotowalks über den alten Elbtunnel, das Treppenfeld etc. gemacht. Sind weitere Rundgänge geplant? Ja klar, immer. Natürlich. Wenn was Gutes kommt. Wird immer wieder welche geben. Sicher. Und ich soll auch noch mal Ja. fragen, das war aber ziemlich am Anfang des Streams. Man hat ja gelernt, dass einige Leuchttürme an der Elbe stehen. Und es wurde gefragt, ob ihr mal eins besichtigen könntet mit eurem Burg. Also wenn uns da jemand Zugang verschafft, wenn einer die Tür dazu aufmacht. einlädt, dann machen wir das gerne. Also ja, Warum nicht? also wir kommen gerne. Sagt Bescheid, wenn wir darauf können und dann machen wir das. Ja, ich würde sagen. Ja, oder wenn hier einer in Hamburg ist und sagt, Mensch, ich habe hier Zugang zum Kirchturm, ne? Sind wir auch mit dabei. Ja, ja, da habe ich gerade. Kommt ihr auch in meinen Keller und räumt da auf? Das hat Tanja Nein. gerade gesagt. Ich habe was Sensationelles für dich klar gemacht, muss ich dir nachher mal erzählen. Okay. Wo wir gerade beim Kirchturm waren. Ach, siehst du, und ich wollte noch in den anderen Keller, weißt du? Die Hammerburg. Ja. Haben wir immer noch nicht geschafft. Vielleicht nächste Woche. Ja, Oh. guck mal, dann haben wir ja schon ein bisschen was. Oh, Dankeschön. Ach, guck mal hier. Als guter Oktoberfestwirt bekommst du aus einem 200 Liter fast 300 Maß raus. Böse. Böse Unterstellung. Ach, es soll den Leuten gegönnt sein. Es gehört ja auch viel drumherum dazu. Ja. Es ist ja auch das Flair, Ja. das Essen und Trinken auf so einer Veranstaltung extrem teuer ist, das ist, glaube ich, jedem klar. Ja, aber es ist halt Volksfest und wir haben hier viermal im Jahr den Dom, also Es ist ja keiner gezwungen hinzugehen. eben. Aber wenn du in München bist, dann würde ich da auch hingehen. Schön mit Dirndl und High Heels. Ja, schönen guten Tag. Geile Sache. Nicht? Ja, Und dann ab auf die Tische. ja. Aber vorher Schuhe aus, sonst gibt das einen bösen Unfall, oder? Quatsch. Kannst du? Herr Logen. Ja, denn. Im Radio haben sie auch gesagt, dass Dirndl und Sneaker mittlerweile auch salonfähig sind. Ja, aber ich finde es, also, weiß ich nicht. Kann man machen, aber muss man ja nicht. Ich war mal mit Anja ein Dirndl kaufen, das war auch wieder so lustig. Kennt ihr diese großen, tollen Umkleidekabinen, wo jeder so eine Oh riesen ja, ich Kabine kann mich hat? totlachen Und darüber. vorher, also draußen hast du aber auch so ganz große Aber die sind doch Spiegel eigentlich und immer so. viel zu klein. Nee, aber das war... Nee, da warst du noch nicht richtig shoppen. Also richtig, so eine große Umkleidekabine. Mädchenshopping Ah, ist das. ja, nee, da war ich noch nicht Und ihr bei. kennt ja Schwester Hansen, war natürlich noch mehr an. Es saßen auch Männer so, die für Frauen. Und dann kam Anja und es hat geregnet und sie hatte Gummistiefel an mit diesem Dirndl. Und dann lief sie da immer draußen rum und dann so. Und dann immer, was hat sie da rumgetanzt? Und dann haben wir doch auch noch so beide da getanzt. Ne? Und die haben Mein Gummistiefel, ne? Genau, und die Leute haben auch gedacht, so, nee, bitte nicht, was ist Die hier haben ja beide denn Redi an los? einer Waffel, die beiden. Aber witzig war es. Warum wundert mich das Ja, nicht? das weiß ich auch nicht. Wir fangen jetzt hier so ein bisschen Smalltalk und die weiß nicht jetzt über irgendwelche Leute müssen. 20 Monate gehen an Jürgen. Dankeschön. Und alles Gute zum Hochzeitstag kommt von Steffen. 5 € nochmal. Ganz lieben Dank. Guck mal, da unten ist aber heute richtig Barkassenparade. Nee, darum geht es ja jetzt gar nicht. Aber über irgendeine Situation, die man so aus dem Gastkollegen erlebt, glaube ich. Ja, und da habe ich dann den Eindruck, das tun in dem Moment. Und dann merke ich richtig so, wie so ein bisschen die Körpersprache entgleitet oder so. Und denke so, okay, ja, darauf hin.
So, wann sollte jetzt denn dieser große Dampfer da rausgehen? Der schöne Costco Shipping. Wie heißt sie noch? Leo. Leo. Leo, wie Leon ohne N. Ist auch ein schöner Name. Na gut, die Brücken sind ja alle hochgeklappt, ne? Ja, Aber ist noch fest. 1830. Ach soll die so. raus. Ach, ich dachte 18. Okay. 1830. Oh, dann hat die ja noch ein bisschen. Die haben alle noch ein bisschen. Eigentlich wäre der Stream jetzt schon vorbei. Weil Aida und mein Schiff standen ja für 17 Uhr drin. Aber ja, heute bei dem Chaos-Tag. Halle 72 fragt, ist eigentlich die Schwester, ist Schwester Hansen die Schwester von Tanja? Naja, so fast, ne? Also zur Familie Schwester gehört sie, ne? Schwester im Geiste. Schwestern im Geiste, genau, das sagen wir ja. Wir kennen uns schon so lange. Da ist die DNA schon fast gleich. Ja. Ne? Ich sage immer nur, Tanja ist immer mein externes, die Speicherplatte von mir. Muss ich ihr irgendwas sagen und sag, behalt das mal, weil ich muss das dann in 2 Tagen wieder abrufen. Und dann rufe ich sie an und sage, wie war das nochmal? Und dann sagt sie mir das. Genial. Ja, siehst du. Ist das Sensationell. sehr praktisch. Ja, Also Tanja ist ein externes Laufwerk. ja, Siehst du. definitiv. Manchmal fehlen mir auch die Worte und dann schreibe ich das, was ich sagen will. Und sie sagt das dann ganz Hier klar. fehlen manchmal die Worte. Ja, Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. das Wort, was ich eigentlich benutzen wollte, das fällt mir nicht ein. Und dann kommt sie. Aber und- dafür hast du da ganz viele andere dann. Ja, das stimmt. Also, was hast du denn für ein geiles T-Shirt? Schimpfwörter. Schimpfwörter. Ja, gut, das sind 13. Da ist eine 13 drauf. Ich erzähle jetzt nachher, wo es die gibt. Ben ist ja auch der Klamotten-Influencer, ne? Wie hatten wir ihn noch getauft? Einen habe ich aber noch. Mir wird's noch einfallen. Mir ist es auch entfallen. Anja schreibt, stehen neben dem blauen A. Genau. Ah, okay. Die machen ihre erste Kreuzfahrt nach Norwegen. Ach, wie schön. Lass mich raten. Kurztrip, 4 Tage. Keine Ahnung, das wird sie uns gleich schreiben wahrscheinlich. Ja, und der Anke Bankel sagt es natürlich, wir könnten netterweise Busenfreundinnen sein. Ja. So könnte man Das das kann man sagen. so stehen lassen. Ja. Ja, das lassen wir auf jeden Fall so stehen. Herrlich. Aber wo wir vorher bei Gummistiefeln waren, ne? Es gibt ja mittlerweile richtig coole Dinger. Hier von Hunter oder sowas. Richtig gute. In richtig geilen Haben Farben. wir doch alles, oder? Was nochmal? Gummistiefel, so stylisch. Hab ich. Also es gibt mittlerweile echt richtig coole Dinger. Die sehen gar nicht aus wie der Bauerngummistiefel, sondern echt gut. Quasi wie so ein High Heel, nur in Gummi. Ach so, sowas hast du auch. Gummi, Ja, Gummistiefel mit High Heels, High Heels ja, ja. Absatz. Aber die kriegst du dann auch nur auf dem Kiez, Boutique Bizarre, ne? Nein. Nein. Die sind aber dann, solche Gummistiefel sind immer super, wenn man auf den Deich geht. Ja. Ja, aber das ist dann auch die Tom fragt nochmal, ob Kirsten auch da ist. Hat sie schon eine Reise auf der Wohlfühlflotte ausgeguckt? Ich glaube, sie ist dabei, ne? Ja, sie ist am Recherchieren. Wir sind noch so ein bisschen am Gucken, dass wir ein bisschen mehr Seetage kriegen. Wollt ihr auch eine Frachtschiffreise machen? Ach ja, wenn Ja, du Seetage haben willst, Ben. Das ist richtig, aber ein bisschen Also- mit mehr Wellness dabei. Naja, ist alles eine Frage des Schiffes. Also ich finde, so ein Containerschiff ist Wellness pur. Vor allem Wellness für die Seele. Ja, du hast einfach mal Wasser und nicht 2 Daumen dich rum, ne? Das Ja, ist schon und ganz vor nett. allem hast du einfach mal die Fresse halten. Ja, Ich liebe das. Ja, Ich das ist liebe echt- das. ja, die ist machen so. ihren Job, ne? Dich quatscht keiner voll. Ja. Guck mal, Anni schreibt, ihr müsst doch unsere Hamburg Hafen Live-Flagge auf der Mein Schiff 4 filmen. Also haben wir auch Machen wir doch. Beflaggung auf Mein Schiff 4. Super. Ja. Hat sie schon geschrieben, wo sie steht? Also einmal Geschoss. Welches Geschoss? Das wär's Welche nie Etage? wieder los. Das ist so herrlich. Schuss. Ja. Das ist so Ja. herrlich. Ne? Herrlich. Souterrain. Komm, Aber mit Fenster. bisschen Spaß muss ja sein. Ja. Du? Hier wird schon wieder gefordert, wir sollen uns vor der Kamera zeigen. Jetzt machen wir nachher auch noch mal. Ich könnte auf die... Aber wir haben ja, glaube ich, hier noch so ein paar Gäste.
Ach so, ja. Also, Ja, das Problem ist, das ist so eng hier. Ich müsste jetzt das 16 mm auf die zweite Kamera schrauben. ja, machen wir später noch. Ja, wenn es dunkel ist, dann zeigen wir uns. Ist so schlimm heute bei dir? Reicht doch, hör mal. Unsere Stimmen sind doch viel wichtiger und Ja, unser Herz, was also, in uns ist. bitte. Unsere Sonne, die wir tragen in uns. Guck mal hier, ich kann ja mal, Ganz schön so bedeckt, ne? machen. Aber Aber So. man Guck kann mal, auch jetzt müsste nie- man noch ein bisschen was sehen, oder? Trag Sonne im Herzen, ne? Ja. Egal, ob es stürmt oder schneit. ganz genau. Okay. Ne? Aber jetzt seht ihr So. mal, wie wir hier stehen, eingefärcht auf diesem kleinen Balkon. Ja, aber es ist so muckelig. Ich mag das ja. Sehr muckelig, Aber einen ja. schönen Kunstrasen hast du hier. Ja. Hast du ihn selber mitgebracht oder war der schon drauf? Jetzt? Nee, der ist aber auch neu. Zum Hafengeburtstag war der noch nicht da. Meine ich doch auch, ne? Ja. So, dann erhebe ich doch mal das Glas für euch alle. Ja, aber den muss man nicht so oft mähen. Ne? Kunstrasen ist super. Finde ich auch. Dankeschön. Nee, das ist meins. Das ist deins hier. Guck mal, Ben, Oh, dann genau. Ja, ich greife da auch noch mal. Oh. Oh, sag mal, du hast ja Guck noch mal. die volle. Ja, ja, hier, da kann er Was noch denn? richtig anglänzen. Ortsofties, ne? Ja, Mei, Ortshof, das geht, das passt schon. Ja, Mei hat der Hiebebeutel, gell? Ja. Sag mal, du bist ein richtiger Bayer. Was für dich? Bayerischer Junge. Ja, aber ich kann so viel und nichts richtig, ne? Magst du auch so gerne Weißwurst und so Wie nennt sich das denn noch? süßen Senf und so? Und Also süßen Senf finde ich geil. Finde ich auch mega. Ja, Zutzeln. Zutzeln. Ja, kann ich nicht, Weißwurst aber zutzeln? Doch, das kannst du. Das kann ich ja sogar. ja, das, Kannst du das auch? ja, ich probiere es mal aus, wenn wir irgendwann mal auf dem Oktoberfest sind. Dann machen wir das. Hast du übrigens gut gemacht. Ich muss gleich noch mal ein Referenzstück Butterkuchen essen. Immer. Ja, den Rasen habe ich den Schafen in Emden geklaut. Genau. Das könnte man machen. kriegst du die, da sind die zwei Viecher hintereinander. Boah, so die sind kleine. aber winzig. Die ganz Nee, klein, ne? macht gar keinen Sinn, dahin zu filmen. Ich dachte noch mal was für unsere Flugzeugfreunde. Das sind Papierflieger. Heißt das denn Zurzeln? Zurzeln? Weißwurst? Zurzeln? Bin ich auch der Meinung. Ja? Ja. Also ich sag das immer. Vielleicht ist es auch falsch. Ich bin ja auch Hochdeutsche Lehrerin. Ja. Irgendeiner wird es wissen. Danke Tanja, Paddy, Ben, der Schwester und dem ganzen Team von Hamburg Hafen Live für so viel Unterhaltung. Und danke Community für alles. Schickt der Kai 23 Monate dabei. Das siehst du. Dankeschön. Das ist ja fast wie 23 Jahre. Ja. Siehst du. Ja, Kai, haben wir heute Hochzeitstag, wir beide. Aber also ich finde so den bayerischen Dialekt, den hast du schon ganz gut drauf. Ich auch. Hast du noch mehr? Hast du noch mehr Nee, leider Dialekte? nicht. Nee? Wie nein? Lippe Plattdeutsch kann ich wohl, ne? Oh, hör mal mit dem Ton, ne? Ja. Aber einfach Hätt wie grönt, Hätt wie lacht, ne? Ja. ja. Grüßerchen. Zum Wohl am Wohl. Stolzki. Klinklang. Nicht? Stilung. Also heute wurde aber auch alles rausgeholt, was Gäste transportieren kann. Guck mal, die Bille. Sieht man auch nicht oft. Nee, die kenne ich gar nicht. Zurzeln. Ist wahrscheinlich importiert. Also hier nochmal zur Info. Die Anni sagt, wir stehen auf Deck 11 und haben eine Eckkabine am Heck. Aha. Hecksteuerbord. Also Hecksteuerbord ziemlich weit oben. Geschoss 11. Geschoss 11. Ja, also ziemlich weit oben ist eine Angabe, mit der ich mehr anfangen kann. Denke ich mal Deck 11. Wie viele Decks hat so ein Schiff? Wie viele Ja, Geschosse? Deck 11 ist schon ziemlich ganz oben. Also die Perla hat, glaube ich, 15 oder 15 Decks. Wobei Deck 13 gibt es bei AIDA ja nicht, das lassen die weg. Abergläubisch. Ist das bei Mein Schiff auch so? Lassen Und die im auch Deck Flugzeug ist 13 es weg? auch so. Die Also 13. Luft- Reihe gibt's nicht. Lufthansa zumindest, Ja, ne? ja. Lufthansa hat keine Reihe 13. Aber Ben hat das T-Shirt mit der 13. Was machen wir denn Ja, jetzt? du, wenn die überall übergelassen wird und nicht erwähnt wird, dann ziehe ich sie halt an. Ne? Aber wenn du dann in Reihe Gut zur 14 Lücke. sitzt, sitzt du dann eigentlich in Reihe 13 oder in Reihe 14? Oder in 15?
Tja, das ist eigentlich eine Frage für den inneren Monk, ne? Ja. Also entweder sitzt du vor der Reihe 14, also Reihe 12, oder fliegst nicht mit. Weil alles dahinter ist ja aufgeschoben im Prinzip, immer an eine Reihe verschoben. Jetzt stellt sich erstmal die Frage, wo der Lotse hin möchte. Ja. Nach 4 Stunden schon. Nee, da wird es auch schon. Sie kommen mit den, die meisten kommen mit den Sprechstunden. Ich meine, das, was ich jetzt hier gerade mache, ist ja wirklich Hier ist ja aber richtig Attacke, ne? Guck mal hier, da kommen die St. Pauli. Ja, guck mal, Ja, wir haben gut. noch eine Trostbarkasse für alle St. Pauli-Fans. Ja, die mussten heute alles an Barkassen rauskramen, was sie hatten. Da haben sie sogar die St. Pauli-Barkasse nochmal aktiviert. Hier fragt jemand, wo die Mein Schiff oder wo die Mein Schiff liegt. Die liegt Hafen City. Ah ja, die können wir von hier aus gar nicht sehen. Die ist Ja, ein doch, Schornstein doch. so ein bisschen, Ein ja. bisschen was können wir sehen. aber nur so ein Ja, da kann man Viertel. vielleicht gleich mal reinzoomen, kann man da bestimmt, aber viel sehen tut man nicht. Nee, Dafür da ist da ein hin, kleiner Knick. Ne? in der Verlängerung ist hinten der kurze Olaf. Guck mal, die haben schöne Häkelgardinen unten. Wie süß. wir haben unsere Laufzeit jeden Tag, dass man ungefähr weiß, Ach, guck mal, wer kommt denn da? Das könnte doch Claudia sein, oder? Bär mit Birgit? nee, das sind jetzt keine 20, weil da haben sich jetzt 40 Leute angemeldet. Nee, ist Günther. Ja, genau. Hat die Elbe heute ein bisschen Seegang, kann das sein? Was passieren? Ist ja richtig so ein bisschen was in Gange da unten. Hallöchen, nach unten. Maschine sagt, Lotsen geht zur AIDA. Oha. Ja, Das ist gut. das ist gut. Na, dann könnte das ja auch einen Ticken früher losgehen. Ja, Ja, 18 Uhr sollen sie jetzt, ne? 18 doch, Uhr. okay. ja aber 10 Minuten vorher. Mein Schiff 18:30. Also Torben sagt nochmal, die MSC hat Deck 13, bei denen bringt aber 17 Unglück. Also da gibt es dann Deck 17 nicht. Das ist ja Okay. schon interessant. Ich bin ja überhaupt nicht abergläubisch. Der Daniel sagt, die Bildqualität ist sensationell. Fehlt nicht die Uhrzeit und Temperatur heute im Bild? Ja, weil das habe ich heute Morgen festgestellt. Da ist irgendwas kaputt. Das Skript, was ich habe, war in einer falschen Zeitzone, war 2 Stunden zurück. Und Passiert, ne? Das ja, deshalb habe ich muss das Du in kleiner Ruhe. Technik-Nerd, du. Da hast Deshalb du habe wieder ich was es zu mal basteln. ausgemacht. Fabian ist seit 26 Monaten dabei und sagt, die Bahn hat auch keinen Wagen 13. Dankeschön. Und Kerstin, danke für 19 Monate. Happy Hochzeitstag, danke, danke. So, Maschine revidiert nochmal, die gehen zur Costco, die ersten. Aber das können wir uns ja von hier aus angucken, da sehen wir das ja, Und Tagung, aber auch in der Woche. was da passiert. Gibt sogar eine wilde Spiegelung von der Elbphilharmonie vorne im Wasser. Du. Oh ja. Ist mal wieder soweit und dabei ist vorne an der Fassade gar nichts zu sehen. Wo kommt das denn her? Ist ja spannend. AIDA gegen die Leinen los. Jo, habe ich auch gerade gelesen. Dann würde ich mal behaupten, ist da aber schon Lotse drauf, oder? Ich gehe mal davon aus. Wir haben eine Scheune, die konnte reinigen. Und das haben wir dann Oder der Kapitän sagt, ich habe die Faxen dicke, ich fahre jetzt los, ich kenne das doch hier. Das geht doch sowieso nur geradeaus. genau bei den Standschulen. Ach guck mal, die Tonne ist wieder unterwegs, ne? Oder welche ist das? Oder ist die Finkenwerder? Meinst du die hier auf dem Balkon steht? Tut mir Nee, auch ich weh. spreche Tut mir auch nicht von weh. mir selber. Hier dann auf der Wiese konnte man noch so einen Schreibetraum machen. Die meisten haben da keine Kirche mehr gemacht, sondern da wollte man das da machen. Okay, an der AIDA schwenken viele Fans die Fahnen. Ja, aber da müsst ihr noch ein bisschen warten. Das können wir von hier aus doch nicht sehen, Mensch. Ja, aber du weißt ja, die Maschine sieht ja alles, ne? Also Fahne schwenken kann. Also möchte ich jetzt aber mal wirklich wissen, wie Sebastian das sehen kann. das möchtest du lieber nicht wissen. Das ist nämlich sein Geheimnis. Das darfst du gar nicht Meinst du, wissen. der hat irgendwie so Spionagesatelliten ja, angezapft? ja, der hat alles. Ja, die sind ein bisschen verspätet.
Also da sind aber Leinen noch dran. Wer hat denn gesagt, Leinen gehen los? Aber wahrscheinlich vielleicht hinten schon was. Ah, das wird bestimmt gleich losgehen. Der Lotse ist ja schon mal auf dem Weg zurück, würde ich sagen. Ja, genau. Hier. Der Lotse ist Sie schon haben, wieder abgestiegen. Sie haben Köster, aber ein 13. Monatsgehalt nehmt ihr alle, egal ob abergläubisch oder nicht. Ja, das ist selbstverständlich. Genau, da hört der Aberglaube auf. Und gerne auch ein volles. So. Guter Punkt. Ja, nee, die Evergreen habe ich nämlich von ihr gesehen. Aber die war auch das Beste. Ja, am Ende des Tages sind wir doch alle käuflich. Oh, Schwester Hanse macht auch schon wieder eine Runde durchs Hotel. Ja, ihr habt ja hier auch eure Privatführung gerade gehabt, ne? Deck 7 da. Der Herr hat ja gerade, glaube ich, irgendwie alles mal kurz gezeigt, ne? Was hier so los ist. Lustigerweise heißt ja hier die Eventfläche Deck 7. Also gibt's doch zu, eigentlich ist das eure, oder? Schon assimiliert. Aber ich finde es ja immer wieder cool, wie toll der Hafen von oben aussieht, ne? Also diese ganzen Standorte, wo man mal so ein bisschen von oben drauf schauen kann, ist irgendwie immer sehr geil. Könnte sein, dass Lotse 4 jetzt auch zur Mein Schiff rüberfährt. Es waren Fahnen auf der Abichbarkasse. Das Ah, das waren aber dann keine Hamburg Hafen Live-Fahnen, oder? Ich habe auch nichts grölen gehört. Ja, also wenn wir es visuell nicht sehen, hören tun wir es auf jeden Fall. Schreit uns an. Vielleicht zu weit weg, wer weiß. Möglicherweise. Gab auf dem NDR übrigens eine kleine Reportage, hat Kirsten für mich aufgenommen gehabt, über den Blueport. Wann das aufgebaut worden ist und wie die das so machen und so. Kannst du auch auf YouTube gucken. Da ist die auch. Mediathek, ne? Nee, YouTube Oder? einfach Ja? auch. Ja, ja. Fand ich gar nicht ganz so uninteressant. Und wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Kaischu mit dem Bagger. Ich glaube, da geht bestimmt auch ordentlich was rein, ne? Schlepper haben wir auch am Start da vorne. Für jeden was dabei. Sieht bestimmt aber nachher wieder ganz schön aus, wenn die da so ums Eck kommt, ne? Ja. Stimmt. Und da hinten mein Schiff von Elbphilharmonie. Bestimmt. Wie lange ist der Sehr Hafen nett. noch blau? Bis morgen. Bis morgen Abend, Bis ja. morgen Abend? Mhm.
könnte mir vorstellen, dass es losgeht bei der AIDA Perla. Meinst du nicht, das war nicht einfach nur ein Horntest, sondern das ist jetzt Die hatten so wir echt? vorhin, also als ihr noch nicht da wart, hatten wir hier einige Hörner von der AIDA. Und es ist auch, glaube ich, schon Bewegung drin. Chris fragt, ob die Leinen schon weg sind. Aber besser ist das, wenn sie losfährt. Ja, Besser ist das. ansonsten gibt es ein paar neue Poller. Aber wenn die Leinen weg wären, wäre auch nicht so gut fürs Anlegen, oder? Ja, aber wir wollen ja los. Ach so, du meinst die Leinen? Ja, die Leinen bleiben dann auch gleich an Land, ne? Die Frage ist immer, was gibt es zuerst nach, Leine oder Poller? Schwester Hansen muss jetzt gleich ihrer Freundin winken. Ja, aber die weiß ja noch nicht mal immer nicht, wo sie ist. Doch, 8. Etage, aber ich weiß nicht, rechts oder links, keine Ahnung. Bockbord, Steuerbord, oben, unten, links, rechts. Im Aber Keller. sie hat eine Flagge. Sie hat eine Flagge, eine grüne. Das nützt aber Hat sie die draußen hängen? Ja. Aber es nutzt ja nichts, wenn sie Backbord ist, ne? Aber wenn sie am Heck stehen würde, würde es auch gehen. Das wäre auch noch eine Alternative. Weil die mache ich auch immer hier. Schreib ihr doch mal, Ach so. sie soll zum AIDA-Logo gehen. Da trifft sich alles, was Hamburg Hafen Live Fanclub ist. Nee, die sind mit der Family, das macht die bestimmt nicht. Mit dem Kleinen und so. Das Ape on Way hüpft rüber mit 58 Landratten. Willkommen an Bord. Danke für den Raid. Von rechts kommt auch ein Schlepper, der könnte vielleicht zur Leo gehen. Ja, an der Leo vorne ist ein Ewer, der hier sich gerade durch das Fahrwasser pflügt, beziehungsweise durch das Hafenbecken. Ja, so langsam kriegt die AIDA ja richtig Fahrt, ne? Siehst du, sehr schön. Sieht von Weitem auch aus wie Nummer 5 lebt. Ja. Du hast wieder Vergleiche. Du. Ja, aber oben so der Kopf und so, ne? Das passt ja. Wenn man ein bisschen rauszoomt. Also ich finde, heute kommen hier so viele Barkassen, die ich noch nie gesehen habe, oder? Ja, Wahnsinn, oder? oder? Ich sage ja, die haben alles rausgeholt, was schwimmt und Gäste transportieren kann. Ja. Das ist nochmal Jahresendgeschäft. Sommerschlussverkauf. Heute fahren sie für einen halben Preis. Du kannst schon mal üben, ne? Ja, ja. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Heute ist Weltfrauentag. du Nimm deine noch- Olle mit, fährt Willst du noch umsonst. mal eine WhatsApp verschicken, dass AIDA jetzt rausgeht? Soll ich's mal Vielleicht können wir noch ein paar Zuschauer begeistern, mobilisieren. Mal gucken, ob wir das hier so mobil hinbekommen. Ja, Sommerschlussverkauf, das wär's doch. Wir machen die Barkasse voll mit Sommerschlussverkauf. Bin ja gespannt, was das mit unserer Koberei gibt. Ja, Chaos natürlich. Unter erschwerten Bedingungen im Winter, wenn kein Mensch ist auf der Fedderpromenade.
Wobei, wenn wir so richtig proaktiv auf die Leute zugehen, ich weiß gar nicht, ab wann man da eventuell den einen oder anderen so ein bisschen unangenehm auf die Füße tritt. Oder das Ding zündet so durch, dass wir die Barkassen am laufenden Band voll machen. Das kann ja auch noch sein. Wäre doch mal schön, wenn wir alle Elas-Barkassen voll machen und dann, wie viel haben die? 11 Barkassen, glaube ich. Wenn die alle fahren würden. So viele Schiffsführer haben die gar nicht. Hol mal noch ein paar Kapitäne ran, du kannst sie gebrauchen. Ja. Sonnige Grüße vom Havelstrand kommen von Dirk. Danke dir für 5 €. Dankeschön. Ich denke, nächste Woche, spätestens übernächste Woche, schnacke ich mal mit Leon und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Suchen mal Termine raus. Ja, freue ich mich drauf. Muss natürlich noch ein bisschen was zurechtlegen. Sebastian möchte wissen, was wir in dem Special Stream machen, beziehungsweise was das bedeutet. Sebastian, willkommen an Bord. Das outet dich als neuer Zuschauer. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Also ich hatte eine kleine Challenge gemacht, um den Kanal ein bisschen auf YouTube zu pushen. Ich wollte unbedingt diese Hürde von 50.000 Abonnenten haben und habe gesagt, wenn wir bis zum 15. September 50.000 Abonnenten auf YouTube haben, dann gehen Ben und ich kobern. Also auf der Jan-Fedder-Promenade an den Landungsbrücken werden wir Menschen, Passanten anquatschen und sie versuchen davon zu überzeugen, dass sie mit uns eine Hafenrundfahrt machen. Fahren wir da eigentlich mit oder machen wir nur voll und gehen dann, wenn die voll ist, machen wir die Leinen los und... Ja, genau. Und den Kapitän nehmen wir auch von Bord. Ja, Kommt doch klar. genau. Ja, das ist der Spaß an der ganzen Geschichte, dass wir da also versuchen, die Leute zu kobern. Und das Ganze natürlich live. Genau, genau. Da ist es aber gut, dass ich jetzt diesen schönen Mikrofonpuschel habe. Damit sieht das halt alles so ein bisschen Ja, geil. nach offiziellem Sender aus. Und dann denken die, oh, ich bin im Fernsehen. Müssen wir eigentlich gleichzeitig kobern oder einen nach dem anderen abwechseln? Weil wir quatschen uns ja sonst die ganze Zeit in unsere Tonspuren rein. Also du hast schon wieder Detailfragen. Ich würde ja sagen, jeden sofort mitnehmen. Ja, eigentlich schon. Also du kannst ja nicht einfach einen potenziellen Gast liegen lassen, nur weil wir uns gerade in die Tonspur quatschen. Ja, also dann wird es auch schönes Stimmengewirr. Nee, die werden auch gleich von Schwester Hansen verhaftet und gleich zur Barkasse geführt. Nicht, dass sie noch abhauen können, oder? Die werden gleich angekettet. Ja. Die werden direkt von Schwester Hansen sediert und auf ihren Platz gesetzt. Bin ja echt gespannt, ob dann noch wirklich Zuschauer an dem Wochenende vielleicht da sind, die wir auf die Barkasse locken können. So. Das wäre doch mal was. Oh, das wäre schön. Das macht es deutlich einfacher. Ach, sich so einmal richtig schön zum Willi machen, da ist doch lustig. Genau, Andi. Zum Hafengeburtstag nächstes Jahr gibt es dann bei 100.000 die Tretbootfahrt mit Ben und Paddy zur Einlaufparade. Oh, schnell treten, wenn wir da mitkommen wollen. Wobei, wenn Rainer bis dahin mit dem Tretboot das Containerschiff an die Kai gedrückt hat, dann, wenn wir den mit an Bord haben, dann haben wir ja kein Problem mehr. Da wirst du aber neidisch bei dem Beintraining.
glaube, man sollte vorher keins machen. Das ist viel wichtiger. Bei 1 Million tritt Ben im Tütü auf. Ja. Also ich finde das super, wenn ihr lauter Sachen euch überlegt, wo Ben irgendwas machen muss. Finde ich super. Ja, haben wir schon gesagt. Da tanze ich mit Martin Cha-Cha-Cha. Na, das möchte ich Wer sehen, die ja. Dame macht, haben wir noch nicht geklärt. Naja, das würdet ihr schon irgendwie machen. Sonst würfelt ihr einfach. Das ist doch mal eine gute Idee, oder? Lassen wir das Los entscheiden. Also da auf der Steuerbordseite, da winkt auf jeden Fall jemand. Oben. VW Perfect kommt jetzt auch, denke ich, geht zur Leo. Zwischen zwei Fairplay-Schleppern wäre das doch ein schönes Bild. Andi auch. Danke für 2 Franken, danke. Und Pagoro, danke dir für 6 Monate Prime Sub. Hier finde ich auch super. Ben fährt Tretboot und ich dahinter Wasserski. Ist auf jeden Fall eine super Rollenverteilung. Da muss aber auch ein bisschen Speed geben, weil sonst wäre das Ja, ansonsten nichts so. schluckt er die ganze Zeit nur Elbwasser, ne? Ja. Ja, mit dem Tretboot habt ihr ja viele schöne Ideen. Ja, der Chat hat vor allem immer so Ideen, die latent sadistisch angehaucht sind. Also es hat immer was mit Leid für uns zu tun. Leid macht Spaß, ne? Offensichtlich. Also, es kommen gar keine Ideen, wo wir irgendwie tolle Sachen erfahren, wo wir irgendwie schöne Dinge erleben. Ja, einfach nur Tränen, Schmerzen Also hier wird gerade geschrieben, und Schweiß. auf dem Deck mit den Rettungsbooten ganz vorne ist eine Fahne, aber keine Ahnung, ob es eine Hamburg-Hafen-Leihfahne ist. Deck mit den Rettungsbooten. Ja, das ist ja irgendwie dann Deck 6 oder sowas, ne? Das müsste Deck 6 sein. Die Frage ist... Wenn das ganz- Geschoss 6. Geschoss 6. Die Perla macht heute Spaß. Ist Brigitte nicht krank zu Hause? Ja, die Mutti muss doch ihre Kinder verabschieden. Oh, Ach, Willi! Siehste, da ist er! das Highlight.
Willi! So, wo ist jetzt Geschoss 8? Ja, jetzt ist die Frage, ob wir hier irgendwo eine Flagge entdecken. So, schreib doch nochmal, So. Leute. Hat Willi noch mal aufgedreht hier? Junge, Junge. Gefühlt ist auf jedem Balkon irgendwas Helles, aber ihr braucht größere Flaggen. Ja, vor allem das, was ja auch dumm ist, dieses Glas an dem Balkon ist ja so leicht grünlich. Also die grünen Flaggen waren, glaube ich, echt keine gute Idee für AIDA. Hat im Chat jemand was entdeckt? Jemand schrieb auch, stand da Grüße an Tanja und Paddy auf der AIDA irgendwo. Aber wo? Tja, Ich habe nichts entdeckt. Ja, Eckart schreibt da. Super, da. Ja, also es war da. offensichtlich was zu sehen. Sehr schön. Ihr habt es entdeckt. Ich leider nicht. Ute sagt unter dem blauen A. Ja, da hatte jemand gewunken. Und unter den Rettungsbooten war wohl doch eine Flagge, aber die haben ja nichts. Und über vorletzten Tenderboot. sagt Ja, er. das ist doch meine Aussage. Über dem vorletzten. Tenderboot. Da ist sie, da ist eine Flagge. Ich habe sie entdeckt. Ey, aber diese Farbe, ne? Also da haben wir uns selber mit ins Bein geschossen. Das ist ja genau die Farbe von dem ganzen Verdunklungsschutz oder Sonnenschutz. Also Leute, kauft mir Orange. Kauft die gelben. So, dann schauen wir noch mal beim A oben. Ach, hier, guck mal. Da ist auch eine. Ja, da sind sie. Wo denn? Hier, Ja, warte eben mal. mit der Flagge da, was du da gesehen hast. Ja, habe ich doch Ach schon. so, ja, ja. Das war ja. doch die über dem vorletzten Tenderboot. Genau, Ist das Geschoss deine 8. Freundin? Ja, 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 ja. Aber die hat gar nicht gewunken. Nee, sie war selber auch gar nicht da. Ach, die haben die Flagge aufgehangen und sind essen gegangen. Weiß ich nicht. Hier, da hat er seine Flagge, wir müssen weg. Oh, herrlich. Aber wenigstens gespottet. Ja, Yves, danke dir für die 5 Euro. Für die 100k heizt Paddy die Scheiöhren eine Fahrt lang. Das würde ich sogar machen. Das will ich machen. Danke, Yves. Florian ist seit 5 Monaten dabei. Vorfreude ist die schönste Freude. Aida Perla, viele Grüße nach Hamburg von Vanessa und Florian. Danke, ihr beiden. das sind auch so zwei Kreuzfahrt-Junkies, ne? Ja, Die haben da auch richtig Bock drauf. ja. Und bei Dirk ist es wie bei den Schleppis. Einsatz zum Slippen. 5 Euro, vielen Dank, mein Lieber. Ganz dickes Dankeschön. Gotti ist auf Twitch neu dabei. Ich danke dir für deinen Sub. Ach, Gotti schreibt auch, er ist auf der Mein Schiff 4. Die wird dann ja als nächstes rausgehen, so in den nächsten hoffentlich 15 Minuten. Ja, Lotse ist schon wieder zurück. Gerade an uns vorbeigefahren. Und dann haben wir ja höchstwahrscheinlich auch noch die Cosco Leo dazwischen. Siehst du, dann geht sich das doch noch ganz gut aus. Ja.
Ja, Katrin, die Flaggen müssen größer werden, in der Tat. Ich habe ja mal so ein paar bestellt als Muster in, glaube ich, 1,80 mal 1,20 oder 2 Meter mal 1, irgendwie sowas. Aber wir haben zu viel Flaggenauswahl. Also im Shop, da blickt irgendwann keiner mehr dran lang. Aber ist ja für jeden was dabei. Ja, vielleicht mache ich das auch so, dass ich die einen, wenn die ausverkauft sind, dann machen wir eine Nummer größer. Ja. 2 Monate Prime Sub, Jackie Sackul. Dankeschön, danke. Ach, guck mal, Gotti schreibt, dass die Leinen gelöst werden. Das gilt dann wahrscheinlich für die Mein Schiff. Okay, dann möchte die auch Oder für die Costco. gleich mal raus. Ja, aber Gotti ist auf der Mein Schiff. Ach so, ja. Deshalb würde ich das... Der ist nicht auf der Costco. Nee. Dann Ja, mal gute Reise. mit AIDA in den Sonnenuntergang. Jo. So ein Samstag könnte schlechter laufen, ne? Das sind die richtigen Temperaturen, um dann noch mal schön an der Poolbar zu sitzen. Träumchen. Also ich meine, jetzt so aus Hamburg auslaufen in Sonnenuntergang ist Ist doch toll, großartig. ja. Oder bei dem Wetter jetzt? Ja. Ich möchte ja in Hamburg auch noch mal einlaufen. Ja, Also das werde ich auch noch mal irgendwann machen. aber das Schiff ist hier egal, ne? Hauptsache einmal fahren. Oder muss das unbedingt ein Kreuzer sein? Ach, ich nehme auch was anderes. Hauptsache morgens hier mal reinkommen. Frag mal Willi. Schön mit Led Zeppelin und dann gib ihm. Ich weiß gar nicht, ob sich an der Leo schon was tut. Also Sabrina schreibt nochmal, hat jemand das Plakat auf Deck 6 gesehen? Stand da Gummersbach, grüßt Tanja und Paddy? Fragezeichen. Ja, Fragezeichen, richtig. Ich glaube, wir haben es nicht Also ich habe entdeckt. nichts gesehen. Also wenn ihr es vielleicht irgendwo gesehen habt, Ich habe leider nichts gesehen. aber ungesehenerweise vielen Dank für die Grüße. Aber die Schlepper gehen ja auch schon so ein bisschen in Position. Jetzt müssen wir noch die Leinen Ja, die los. fahren ja nur so ein bisschen zur Seite, damit die gleich die Leinen losmachen können. Da sind auch schon Festmacher. Ist, ja, wird interessant, ob die vielleicht die Mein Schiff noch vorlassen oder ob die sich da vorher reinquetschen wollen. Hier war so Wind auf, ne? Eine frische Brise. Also da war wohl ein selbstgemachtes Plakat.
Haben wir leider übersehen. Danny of Fire, wo stehst du in den Herrenhäuser Gärten? Gar nicht. Gar nicht? Heute nicht. Stimmt, da ist heute das letzte große Feuerwerk. Nein, heute kein Feuerwerk aus Hannover. Dafür heute ein Feuerwerk an Schiffen aus dem Hamburger Hafen. Ja. So, ich gebe dir mal meine Frau. Ja. Vielleicht kannst Und das auf dem Hochzeitstag. Ja, Na, herzlichen genau. Glückwunsch. Vielleicht kannst du mal kurz die Kamera übernehmen. Ich bin Ja. gleich wieder da. Grüß schön. So. Guck mal, Patti guckt jetzt erstmal, was es noch gibt. Ja, was hier er- Reste saufen, ne? Genau. Kenne ich auch. Er guckt jetzt erstmal, was er hier noch vernichten kann. Er kontrolliert jetzt auch erstmal die Taschen, ob da noch was Essbares drin ist. Nochmal ein kleiner Verbiss am Kuchen und dann geht's weiter. Machst du denn noch irgendwas jetzt mit dem Blauen Hafen nochmal? Gehst du nochmal los? Oder, ja, Also das wenn's- Wetter wird jetzt eigentlich immer schlechter. Es soll ja heute Abend anfangen zu regnen, es soll Ja, morgen morgen, regnen. ne? Also so richtig schön wird's jetzt die nächsten Tage nicht mehr. Ich hatte es eigentlich vor, hätte ich mir gewünscht am Wochenende, dass ich noch mal los kann. Aber wenn es dann irgendwie schifft, dann Weil muss morgen das ja wäre auch ja nicht auch sein. eigentlich nochmal schon so ein ganz schöner Tag, ne? Ja, also morgen wäre eigentlich noch mal ein richtig schöner Tag, um das Ganze ausklingen zu Ja. lassen. Vielleicht haben wir auch Glück und das ganze Regenband, das kommt nicht. Kann ja auch sein. Also habe ich das irgendwie richtig, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder gehört oder ob das heute schon im Chat oder so war, dass sie schon seit März dabei waren, das hier aufzubauen? Also, oder, Ja, das weiß ging wohl ich- rechtzeitig los tatsächlich. Oder war das jetzt nur so die Planung? Weil ich meine, ab März ist ja ganz schön lange, ne? Also, naja, sind ja auch ein paar Lampen anzubringen, Ja, ne? also die haben jetzt ja irgendwie dieses Jahr, was waren das, 9.000, 10.000? Also in der Reportage haben sie von 10.000 gesprochen. Das musste ja auch erstmal alles unterbringen. Ne? Und wenn ich mir das so anschaue, die Industriekletterer, die das gemacht haben, das dauert ja auch alles, bis du das da irgendwie mit deinen Sachen da festgebaut hast. Also ich wäre ja eigentlich dafür, dass es die Cruise Days jedes Jahr gibt. Ich meine, Hamburg ist so eine Stadt mit so viel Kreuzfahrern und so viel Schiffsbewegung Ja. für Kreuzfahrten. Da könnte man das doch eigentlich hängen lassen, was geht. Und das eigentlich jedes Jahr machen, auch mit dem Blueport, oder? Also meinetwegen können sie den Blueport auch so lassen. Ja, also find ich ich finde es jetzt echt cool. Und dann bauen sie noch mal hier und da ein bisschen was dran. Und Oder? dann ist das richtig cool. Oh, die Koi kommt wieder. Ja, unser Technodampfer ist wieder da. Liegt die an oder fährt die vorbei? Werden wir gleich meinst du? sehen. Ah nee, die sind noch nicht lange genug weg, ne? Nee. Die haben sich noch nicht ausgetanzt da drauf, ne? Gucken, ob sie die Gogo-Tänzerin schon durchgetauscht haben oder ob das noch die gleiche ist. Meinst du? Die hast du schon entdeckt? Ja, die hat Patti entdeckt. Ja, nee, ist klar. Und warum wundert mich das jetzt nicht? Ich habe dann nur eifrig zugeguckt, als er gesagt hat, guck mal, da ist sie. Ja, ich glaube, die fährt an uns vorbei. Du. Ja, die fährt an uns vorbei. Ja. Wie ist die denn überhaupt gefahren? Ist die hinten rum so irgendwie? Nee, die ist links abgebogen. Ja, Die ne? hat hier so eine Runde gedreht und dann ist sie da hochgefahren. Aber die Stimmung scheint gut zu sein. Ja, also offensichtlich macht das Spaß. Stell dir mal vor, auf der AIDA wäre das so, wenn die rausfährt oder auf so einem Schiff. So ein Event-Party zum Auslaufen. Oder auf so einem Containerschiff. Ja, oder auch so einem alten Seelenverkäufer und dann Highway Ja. to Hell. Habt ihr gesehen, dass bei der Leo die Leinen los sind? Nee, wir sind hier gerade auf der Koi. Wir machen hier richtig Party heute.
So, jetzt geht's los. Siehst du, Attacke hier. Möchtest du wieder? Kann ich machen, ja. Ich gebe mal das Mikro weiter. I feel hardcore! Aber ist doch dieselbe Gogo-Tänzerin, du. Ist das eine Gogo-Tänzerin? Ja, da ist hier, das ist wie beim Zumba, da ist eine zum Vortanzen. Ja, das ist ja super, aber die hat ein bisschen viel an. Hör mal. Ja, du ist ja schon Herbst. Ach so, ja, nee, okay. Soll sie auch nicht erkennen. Nee, nicht, dass sie Schnupfen kriegt, das will ja keiner. Ein paar Infos zur Costco Shipping Leo. 400 Meter lang ist das gute Stück, 59 Meter breit. Baujahr 2018. Hat eine Kapazität von etwas über 20.000 Toy. 20 Fuß Standardcontainer. Schwester Hansen, wie lang ist ein 20 Fuß Container? Sehr lang. 20 Füße halt. Ja, ne? ja, 20, also meine Beine sind ungefähr 1,18 Meter mal 2, also 2,36 Meter. Deine Füße sind 2,36 Meter. Nein, meine es sind, Beine. aber, es All sind in. 20 Fuß, nicht 20 Bein. Ja, okay, aber es ist, wenn ich 20 Mal einen Schritt mache, dann habe ich das ungefähr. Okay. Gut. Ungefähr. Gut, wie auch immer. By the way. Ja, ja, die Mein Schiff hat auch abgelegt. Da ist auch Bewegung drin. Nächster Stopp für die Costco Shipping Leo ist Antwerpen. Ja, die bringt ja auch ganz gut mit. Ja. Ich mach mal ein bisschen Platz, ne? Und sie fährt unter der Flagge von Hongkong. Wusstest du, dass Hongkong keine eigene Nationalhymne hat? Nee. Die haben nie eine eigene Nationalhymne gemacht. Also für Hongkong läuft immer noch unter der Nationalhymne von China. Aber China sagt ja auch immer noch, Hongkong gehört zu uns. Also, die sind sich da ja noch nicht so ganz einig, ne? Einseitige- Oha, das war eine fette Hornisse gerade eben. Einseitige Besitzansprüche. Aber ich glaube, Hongkong hat auch nicht viel entgegenzusetzen, wenn jetzt Peking sagt, so, ist jetzt so, dann ist das so. Ihr seid so wissend, das ist ja Wissend? unbelievable. Ja. Manchmal glaube ich das auch nicht, was ich sage. Überzeugend, Manchmal ist das ja auch ganz gut, ne? überzeugend wirken bei völliger Ja, Ahnungslosigkeit. das finde ich super. Ist Mache ich wichtig. täglich im Ja, Arbeitsleben. du. Die Maschine sagt, mein Schiff geht los. Ja. Haben wir doch schon lange gesehen. Hab ich nicht gehört. Da waren wir jetzt mal ein bisschen schneller als die Maschine. Ja, genau. Nee, das kann nicht sein, der wusste das schon vorher. Der wusste Ach das so, schon der hat vorher, hinterm Berg vorher. gehalten. Genau. Der wollte uns einfach nicht informieren. Nee, der der hat wollte mal Informationen gucken. zurückgehalten. der So wollte mal einer gucken, ist das ob er also. selbst draufkommt. Ja, wir haben ja Augen im Kopf, wir können ja kicken. What? Ja, siehst du, die liegt da hinten quer, die macht die Norderelbe jetzt zu. Oha. Ja? Da braucht die keine Polizei für, das macht die selber. Aber mit Polizei ist immer besser, ne? Haben wir ja gelernt. Ja, macht mehr Spaß. Und da Chris sagt jetzt so, jetzt habt ihr das davon. Jetzt habe ich auch eine Fahne bestellt. Ja, da Chris. Ich Ja, sehr würde sagen, schön. willkommen bei uns. Ja, Dankeschön. Hauptsache orange. Und noch mal ein kleiner Hinweis, weil die Frage jetzt schon öfter kam und viele haben schon Kalender und noch etwas anderes dazu bestellt. Wir versenden das alles zusammen, wenn die Kalender da sind, weil wir sonst natürlich einmal doppelte Versandkosten haben, aber viel schlimmer ist das logistische Problem. Absolut. Wenn wir jetzt aus Bestellung schon Sachen rausnehmen und die vorab verschicken würden, wir kriegen das nie wieder zusammen. Also wenn ihr irgendetwas eher haben möchtet, dann müsst ihr da bitte 2 Bestellungen draus machen. Außerdem machen wir eine Packstation an einem Wochenende, wenn alles losgeht, ne? Du weißt ja, was ich meine. Livestream. Livestream, wie wir packen. Packen, Das wär drucken, lustig. kleben, Ja, geil. schreiben, machen, tun, wegbringen. Oh, die Postfiliale, die kriegt einen Anfall. Ja, aber Prince löst das Ganze auch noch mal auf. Also ein 20-Fuß-Container ist etwas über 6 Meter lang. Ach, das ist ja easy. Ja, das sind so kurze Dinger. Und Fun Fact, 2 20-Fuß-Container
sind in Summe kürzer als ein 40-Fuß-Container. Das ist ja Verarsche. Ja, in der Tat. In der Tat. Mich würde ja eher interessieren, was da alles drin ist in den Containern. Wie groß die sind, ist mir Latten egal. Aber was da drin ist. Alles. Alles. Ja, aber alles ist so. Du willst es konkret wissen, Ja. bei dem einen Container, Ja, ich würde gerne mal so eine Luke aufmachen und sagen, hey, was ist denn da drin? ja, musst du Hallo. zum Zoll. Ja, mal eine Probe ziehen. Auch wenn jemand beim Zoll ist, kann er mich gerne mal anschreiben, würde ich gerne mal machen. Machen wir mal eine Kontrolle. Eine Kontrolle. Eine Kontrolle. Ja, also eine Beschaumaßnahme. Ja, ganz genau. Eine türseitige oder mit auspacken? Das ist mir egal, ich mache beides. Ach so. Also, Schwester Hansen möchte ans Lager fahren und möchte inspizieren, was alles in dem Container drin ist. Ja, aber wenn es gut ist, nehme ich was mit. Ach so. Ja, ist ja Beprobung. Ja, Beprobung, genau. Ne? Ja, finde ich gut. Ja, Musterentnahme nennt sich das Ja, dann. das muss ja auch chemikalisch erstmal geguckt werden bei Textilien, ob das alles richtig ist. Ja. Ne, dann kannst du da hinterher ein kleines Loch rausstanzen und das geht dann zur Beprobung und hinterher sagst du demjenigen, dem das gehört, so jetzt darfst du es abholen nach einem halben Jahr. Der will das dann auch nicht mehr haben, wenn da ein T-Shirt ein Loch drin ist. Kennt sich aus, ne? Ja. Sis, ganz lieben Dank, dass du deinen Sub verlängert hast. Dankeschön. Pyroboy, wann legt die AIDA ab? Ja, vor Nächste Woche? vor 20 Minuten. Ja, oder sonst Nächste Woche. haben wir morgen nicht auch eine? Das weiß ich nicht. Also Kommt nicht eigentlich an. ist auch immer eine da. AIDA Sol ist, glaube ich, die nächste wieder. Auf jeden Fall da die gerade verpasst, Ja. wenn er die meint. Guck mal, Undercar macht's konkreter. Na? Da ist alles drin, von Granitblöcken über Bäume, Maschinen, Stofftiere, Werkzeuge, Textilien, Kaffeebohnen. Ja, also alles. Alles halt. Bäume, Ja, sowas kann ich mir gar nicht Ja. vorstellen. Bonsai-Bäume aus China. Ja, guck mal, sowas Nö, kann ich mir das, überhaupt gar nicht kannst du- vorstellen. Da kannst du auch ganze Baumstämme drin haben. Musst du erstmal bei der Pflanze anmelden und dann wird eine Beschau gemacht. Bei der Ob da- Pflanze musst du es anmelden. Ja. Machst du einen Gesundheitszoll, ein GGDP. Kann ich mal ein Stethoskop und Und mach dann, mal und Heuchtest oder dann so. kommen die mal vorbei und sagen so, wollen wir mal gucken, ob da noch ein Käfer dabei ist. Und wenn da ein Käfer dabei ist, dann muss erstmal begast werden. Ach so, Ja, meinst damit du dann kein Ungeziefer von fernen Ländern mit Ja, einschleppst. ja, ja, ja. Mhm. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, und D33, nee, also die, von der Brücke aus sieht er den Schlepper vorne nicht. Aber muss er auch nicht. Der verlässt sich darauf, dass der Schlepperkapitän schon weiß, was er da treibt. ja, der hat auch ein Eigeninteresse, dass Ja. er rechtzeitig weg ist. Also der Ulrich sagt, er hat schon mal diese Beschauumladung gemacht und dass das nicht so lustig ist. Wieso? Weiß ich nicht. Ich kenne mich da ja nicht aus. Also ich würde das schon spannend Also finden. das ist schon Arbeit, ne? Also teilweise, die Chinesen packen ja auch nicht zwingend auf Palette, sondern dann ist das da auch einfach mal so kartonweise drin. Und dann Aber hast das du- ist wie Weihnachten, dann reißt du dieser Preis mal ja, ich auf. glaube, wenn du da den Lageristen sagst, so, das ist wie Weihnachten, viel Spaß, der zeigt ja auch einen Vogel. Aber ja, also das ist schon, für die, die es aus- und einpacken müssen, ist das schon eine Ackerei, das Ja, stimmt. das stimmt. Für mich wäre es ja so. Aber du ne? willst ja auch nur kontrollieren. Ja, ja, Ne? ja. ja. Ich Einmal würde- durchzählen, stimmt Ja, das? Ne? Ich würde hier Gewicht. überall mal gucken, weißt du, da sind ja grüne Container und blaue Container, weiße Da Container. müssen auch andere Sachen dann drin sein. Weiße Container sind ja teilweise auch mit Kühlung dann. Haben die nicht auch elektrischen Anschluss dann? Die Ja. müssen ja extra angeschlossen Ja, werden. die müssen gekühlt werden. Die kannst du auch nicht einfach so auspacken. Mason90, vielen, vielen Dank für die Verlängerung von deinem Prime Sub.
Tiborius schreibt, dass die Brücke 2 Kilometer vor sich nichts sieht. Nee, das ist nicht richtig. Also 2 Kilometer, das wäre ein bisschen viel. Das ist schon deutlich weniger. Es gibt da auch gewisse Vorschriften, wie lang die Sichtlinie sein muss. Deshalb sind ja auch im Laufe der Zeit die Brückenaufbauten auf den Containerschiffen nach vorne gewandert. Also hier bei so einem Schiff wie die Cosco Leo, da sieht man, dass die Brücke vorne so ungefähr bei 1/3 der Schiffslänge ist. Das hat einfach den Vorteil, dass man dahinter dann die Container viel, viel höher stauen kann und nach vorne halt die Sichtlinie kürzer ist, weil die natürlich dann etwas steiler ist. Aber 2 Kilometer ist ja, nee. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie viel da sein muss. Aber 2 Kilometer ist schon ganz schön Das ist schon sehr, viel. sehr weit. Also ich meine, ich kann auch 2 Kilometer weit nicht zwingend unbedingt sehen, was denn da gerade passiert. Also nicht im Detail. Ja? Ob da eine kleine Jolle ist oder was. Ja, und jetzt sind sie wieder, unsere Probleme. Die Leo geht raus, die Mein Schiff geht raus. Ach, das ist doch für so einen High-End-Streamer kein Problem. Danke. Das ist Faszination, maritime Faszination. Ja. Würde ich so mal behaupten. Ja, und du hast ja 2 Kameras, du kannst ja einfach umschalten. Ja, aber es sieht schon beeindruckend aus, ne? Schöner Apparillo. Warum setzt man die Brücke überhaupt hinten an und nicht ganz vorne? Könnte man doch noch viel höher stauen. Ja, wird ja auch teilweise gemacht. Also es gibt ja die ersten Schiffe, sehr häufig hier in Hamburg zu sehen, die ganze Mermaid-Klasse von CMA, CGM. Aber auch Maersk hat ja die Neubauten, diese 16.000 Toy-Schiffe. Da haben sie auch die Brücke nach vorne gebaut. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du Seegang hast, wenn du vorne bist, dann kriegst du es auch ein bisschen mehr mit, ne? Weil dein Hebel ja ein bisschen anders ist. Das kann durchaus sein. Die Internationale Maritime Organisation oder IMO legt fest, dass diese Sicht nicht weiter als 2 Schiffslängen oder 500 Meter, was immer kleiner ist, eingeschränkt sein darf. Sagt Google. Danke fürs Nachgoogeln, mein Lieber. Dankeschön. Ich will ja schon wieder nichts sagen, ne? Aber Ja, dann sag doch nichts. Dann sag doch nichts. ich hab schon wieder ein bisschen Hunger. So ganz bisschen. Ja, frag doch mal in der Küche, ob er was für dich hat. Oh. Ne, geh Wollt doch ihr mal auch hin was? zum Smoothie und sag hier, Mutje, hast was du ist denn drin in deinem Pott? Hast mal ein Stück Brot für mich? Mit Butter? Vielleicht ist ja auch im Container was für dich zu essen. Ja, Ne? Hast du Brot? Und da die Frage auch immer sehr häufig kommt, also das Schiff wird jetzt nicht komplett von dem Schlepper gezogen oder geschleppt, sondern das fährt schon mit eigenem Antrieb. Der Schlepper ist einfach zur Manöverunterstützung da. Ja, der Klotz, der muss ja jetzt auch dann erstmal ins Fahrwasser kommen. Ne? Ja, aber das schaffen die auch ganz gut alleine. Ui. Ja. Mein Schiff lässt noch einen kleinen Gruß am Cruise Center in der Hafen City. Und gleich gibt es da ein schönes Bild. Jo. Einen Moment haben wir noch. Jetzt ist sie gerade hinter den Bäumen. Können wir noch etwas auf der Leo bleiben. Aber sie hat schon gehupt, ne? In weiter Ferne. Ja, sie hat schon 3 Töne gegeben.
Schwester Hansens Raupe Nimmersatt. Könnte Die man kleine so sagen. Raupe Nimmersatt. Ja, Da gab es doch so kleine Bücher. Bücher, wo immer so Ganz eine genau. Ecke rausgebissen war. habe ich meinem Kind früher immer. Ganz genau. Sag mal, hallo? Dann kennst Ja, du das die- Buch auch. Ja, wer das gelesen hat, hat immer Hunger in seinem Leben. Ja, definitiv. Gestern Abend hatte ich auch ein wildes Erlebnis mit meinem Essen. Ne? Du, da qualmte das auf einmal. Da qualmt dir Du, das. ich habe mich richtig erschrocken. Ich Hast du ja Feuer nicht- gemacht oder wie? Nee, wir waren essen und dann war auf meinem Teller Rauchtopf. eine Blumenvase. Und da habe ich schon gedacht, so, wieso habe ich denn Ich bin doch gar kein Veganer. Was soll denn das? Warum habe ich Blumen auf meinem Teller? Und dann Na? sagst du, hier, wir müssen ja auch die Blumen begießen. Und ich wusste ja von gar nichts. Und gieß da rein, auf einmal qualmte der ganze Tisch, mein ganzes Essen. Und ich war so völlig so, also das habe ich auch noch nicht gehabt, weil ich war da nicht vorbereitet drauf. Das war Dass ein Blumen bisschen- gegossen werden. War wieder ein bisschen geil, hör mal. Ja. War ein bisschen geil. Wo wart ihr denn eigentlich? Gib doch mal den Tipp. Das war in Ottensen, aber frag mich jetzt nicht, wie das Ding da hieß. Ne? Aber war lecker, war lecker. Also, Zur qualmenden Blume. und es gab dazu einen selbstgemachten Eistee von denen, das war auch sehr lecker. Mit Maracuja und ein bisschen Kiwi und so. Oh, ne? das War klingt sehr- ja gar nicht so ja, schlecht. Nee, mit Pfefferminz und so, das war schon. Was war denn außer Blumen noch drauf auf dem Teller? Ja, da war unten Sushi und dann war Salat und obendrauf war so ein schöner Lachs, schön flambiert und dann obendrauf war noch so Sesam und Teriyaki-Soße und dann hat man da so zusammen schnabuliert und das war sensationell, das war wirklich sehr, sehr köstlich. Nicht schlecht. Kann man machen, Ja, aber du isst ja kein Fisch. nee. Ist alles deins. Geil, da können wir immer schön essen gehen. Hey? Ja, wir können schön essen gehen, genau. Es geht Einer los isst, der andere hier guckt. mit den Ja, schönen genau. Bildern. Ab welchem Tiefgang wird es eigentlich kritisch mit dem alten Elbtunnel? Ich meine so um die 10 Meter. Weiß das jemand ganz genau? Ich meine irgendwas so mit 10 Meter mal Ja, gehört zu. ich glaube auch. Ja, genau, Ja. Schwester. Ja, ganz genau. Du. Ja. Anja ist da mal runtergetaucht, Ich sag hat mal nur- nachgemessen. ich sag nur- Ich habe das Dunning- ausgemessen. Ich sage nur Dunning-Kruger-Effekt. Ja, ganz genau. Ja, also Es sieht aber schon schön aus, ne? Absolut. bisschen schön. Ja, ein bisschen schön. Möchtest du mal kicken? Oh ja. Welches mein Schiff ist es denn eigentlich? Weiß man das? Das ist die 1234. Ja, kann euch ein bisschen was erzählen, wenn ihr wollt. Also ist ein Schiff mit 293 Meter, der TUI Cruises, und ist 2015 erbaut worden. Und dann 2020 auch nochmal renoviert. Und hat Platz für 2506 Passagiere. Aha. Passagiere? Also die üblichen Packs. Ja, genau. Hat 15 Decks, also Etagen. Stockwerke. Geschosse. Geschosse, genau. Und die Bordwährung ist Euro. Aha. Ralf, Dankeschön. Eine Anzahlung für ein leckeres Abendessen zum Hochzeitstag. Danke für die 5 Euro. Ja, das machen wir gleich noch. Wir gehen gleich noch schön essen. Schön. War gar nicht übel von mir, ne? Nee, kann man machen. Aber ich glaube, da kann man gut mal ein paar Tage drauf sein, Das oder? glaube ich auch, ja. Also da würde ich mich auch breitschlagen lassen. Ach ja, so 2, 3 Tage. Wir können das ja mal austesten. Vielleicht sollten wir die mal anschreiben, dass wir Tester sind. Von Hamburg Hafen Live. Ob das auch so standesgemäß ist, so für alle Passagiere. Ob man das auch empfehlen kann, Ja, ohne schlechtes Gewissen. genau. Ne? Wir müssen dann auch natürlich das Restaurant testen. Ja, Showeinlagen.
Aber vor allem das Restaurant. Ja, und den Sportbereich und diese ganzen Sachen, die man da alle machen kann. Aber auch das Restaurant. Ja, ja. Ne? Und die Bar. Ja, wer viel isst, muss viel trinken. Ob die Kellner und Kellnerinnen alle... Oh, da ist eine Drohne. Oh, irgendwas fliegt da. Auch für eine Drohne ein bisschen groß, ne? Und auch sehr hoch. Aber was ist es sonst? Superman. Nein, Superwoman. Ach so. Ich würde mal sagen, Herr Wachmeister, hier fliegt eine Drohne, ne? Haben Sie schon gesehen? Oh, die fliegt weg. Diese Bilder liebe ich ja immer. Wenn die Crew da hinten auf der Achterstation an der Seite ganz gechillt sitzt und dann die Kulisse hier in Hamburg genießt. Finde ich einfach super, super schön. Torben, danke für 22 Monate, mein Lieber. Wir bleiben jetzt auch auf der Mein Schiff. Es sind ja doch mehr Kreuzfahrtfans hier. Torben schreibt, danke für diese tollen Bilder. Im kommenden Jahr kommt dann die Mein Schiff 2 öfter nach Hamburg mit Kurs auf Großbritannien und Island. Habt ihr Claudia schon gesehen? Die ist nämlich auch im Chat. Moin Claudia. Moin. Und sie sagt, Moment, Tanja, das wichtigste Schiff kommt elbabwärts. Du meinst diese Die kleine grüne Barkasse hier unten? Ist wahrscheinlich. So direkt vor Die der Mein Birgit Schiff. Ehlers. Ist das denn unsere Claudi? Das ist Claudi. Claudi, mach mal die Titanic. Haben wir denn unsere Flagge da noch dran eigentlich? Ja. Ja, da, irgendwas ist da, glaube ich, vorne Ja. dran. Nee, ist die Ehlers-Flagge. Grüße, Claudi. Hallöchen. Jetzt müssen wir vor allem gleich erstmal die Flagge auf der Mein Schiff. Lass da mal ein Suchen. Hörnchen da. Gute Fahrt. Oh, ich liebe das Horn, das ist so süß. Oh, guck mal, ich muss mal schnell umschwenken. Ich glaube, ich habe doch noch eine Flagge entdeckt. Ja. Da, guck mal. Ehlers sind die Besten. Der Azubi muss die Flagge raushalten. Oh, herrlich. Und das Hörnchen Danke, ist so süß. liebe Grüße. So, ja, es passiert wieder alles auf einmal. Jetzt kommt die Mein Schiff 4 angerauscht. Guck mal, das ist doch Marketing, oder? Eine Ehlers-Barkasse fährt durchs Bild und im Chat erscheint ein 10% Gutschein für Ehlers. So soll das sein. Sebastian hat wieder alles gegeben. Guck mal, da hinten in Kölbrand geht auch noch was rein. Ob Torben wohl ein Tränchen verdrückt, dass er nicht drauf ist, bestimmt. Ja, Torben fängt jetzt ja an zu studieren, habe ich gelesen, hat er mir geschrieben. Ist, glaube Irgendwie. ich, schon dabei. Ah, okay. Balthasar schlägt vor, wir sollen Kreuzfahrtschiffstester werden. Nee, also da gibt es wirklich schon genug von. Da gibt es schon so viele, die das machen. Ich hätte auch gar keine Lust, so viele Kreuzfahrten zu machen. Also Flagge war, glaube ich, Steuerbord, Achtern. Welches Deck? 11 oder so? Ach, so ein Leben an Deck. Also alle paar Wochen oder alle paar Monate mal ein bisschen Landgang und dann wieder weg.
jetzt ja auch mal mit meinem Adlerauge. Jetzt sehe ich ja was. Die dicht hier vorbei. Das ist richtig cool. Das ist echt das Schöne hier an diesem Standort. Ist ja fast zum Anfassen, ne? So, Herr Kapitän, Wir bräuchten noch mal ein Horn. wir wären soweit. Wir brauchen die Adleraugen. Ich guck schon. Aber die Balkonverglasung ist ein bisschen schöner, die ist nicht so dunkel. Ist nicht so grün. Da oben ist schon was ganz außen. Ganz hinten oben. Oh ja. I see. Das könnte das doch passen. Oh Ganz ja. hinten am Heck, Deck 11. Das ist es. Geschoss 11. Wow, die haben auch einen schönen großen Balkon, oder? Boah, gönnt euch. Gönnt euch. Guck, und jetzt gucken Sie nach hinten, ob Sie gesehen werden. Liebe Grüße und vor allem eine gute Reise. Hier sind wir auf Balkonien. Oh, guck mal, die haben auch eine Hängematte. 2 Liegestühle. Gönnung. Schön. Schön. Guck mal da. Richtig schön. Reise. Oh, der Balkon ist echt cool. Der ist echt cool. Ja. Ist ja ein bisschen cool. Guck mal, Claudia, unsere Apfeltelefonwinkerin, ist auch da. Sie sagt, so war das vor 4 Wochen, als sie ablegten nach New York. Viel zu schnell ging es vorbei. Den Stream müssen wir uns noch mal ansehen. Fotos von Flagge und Freiheitsstatue kommen. Das ist cool, Dankeschön. Danke. Und da hat jemand sein Handtuch rausgehängt, damit er noch ein bisschen winken kann. Guck mal da vorne, geradeaus gerade. Oh ja. Oh, da könnt ihr aber Hamburg Hafen Live draufschreiben. Mit dem dicken Heading. Geh mal im Liebe Shop vorbei. Grüße. Sag mal, die haben aber einen Riesenbalkon. Ja, total. Ja, das ist. Sind die da beide alleine? Ja, wer hat, der kann, ne? Ja, Ist doch geil. mega. Boah, die Paddy, schreien sogar Paddy. wie Können die süß. Schwester Hansen schreien? Oh, guck mal hier, ich gebe mal alles mit dem Zoom. Liebe Grüße, gute Reise. Und ganz viel Spaß. Sehr cool. Ja, hebt nachher ein Glas für uns mit. Mindestens 1. Ja, wir sind 7, also wisst ihr Bescheid, ne? 7 Fässer Wein. Können uns nicht gefährlich Oh, sein. das sagt ihr. Das hat schon was. Ja, schon schön. Ja, Merle, die Uhrzeit und Temperatur fehlen. Uhrzeit ist aus. War abgelaufen, die Uhr. Nein, das Skript ist gerade kaputt und zeigt eine falsche Uhrzeit an.
Ich finde das so klasse mit den Flaggen. Ich wollte ja auch erst eine rote machen. Und dann haben wir überlegt, wie bedrucken wir da das Logo drauf. Und dann hatte ich mit Philipp gesprochen und dann erste Idee war natürlich eine rote Flagge und dann einen weißen Kreis da drauf und dann das Logo. Und dann waren wir aber schon rote Flagge, weißer Kreis. Nee, machen wir jetzt nicht. Das machen wir nicht. Könnte für Missverständnisse sorgen. Ja. Ja, so, da unten, ich glaube. Oha, ja, da unten ist Wildlife, da schwimmt ein Brassen. Ja, aber tot. Ja, der hat's hinter sich. Aber wenn man den von hier oben so gut sieht, ne, dann muss er ja ganz schön groß sein. Du. Groß sein. Ja, ja. Siehst du den da? Ja, ja, müssen wir jetzt da nicht filmen, aber der ist echt ordentlich. Also, Haben wir doch ganz gut Fische hier, ne? ja, ja. Ja, wir haben ja damals auch Angler, also vor ein paar Wochen damals, ist gut, ne? Angler getroffen da vorne. Es sind viele Angler im Hafen unterwegs. Ja. Und die können alle Latein. Du. Das gute alte Anglerlatein. Ja, der kam ein bisschen flach, weiß. So, Flagge wird eingepackt. Ach, die könnt ihr ruhig die ganze Fahrt hängen lassen. Ja, aber orange ist ganz cool, ne? So zum Nein, sie Sehen haben noch ist mal das super. umgeflaggt nach hinten. Oha. Ja, was Sichtbarkeit angeht, sind die gelben besser. Wir könnten auch noch mal eine in dem Blau machen, wie die neuen Schlüsselanhänger. Es ist ja so ein bisschen das Blau von dem Maersk. Oder von Maersk. Finde ich eigentlich auch eine sehr schöne Farbe. Macht Schwester Hansen schon wieder Kaffeewerbung? Macht's gut, ihr Lieben. Viel, viel Spaß, gutes Wetter, tolle Drinks, wilde Partys. All das wünsche ich euch. Ach, ist das schön. Sieht man auch schon ein bisschen was vom blauen Hafen, ne? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen blau ist das schon, ne? Ja, Hetzerhorn gab es bei der Abfahrt, aber das war relativ weit weg. Also hornmäßig hat heute AIDA hier abgeliefert. Und heute Morgen die Disney, also das war auch. Die hat wirklich ordentlich gehornt. Die hat die Schönes Horn. Schafe auch verrückt gemacht. Ja, das klang auch super, weil du hast so diese Weite da am Deich und das schallte so richtig rüber. Es war windstill, es war ruhig und das, also es ist ein richtig sattes Horn. Schade war, dass ich das Feuerwerk nicht streamen konnte, aber das war halt abends an der Werft.
Es war irgendwann 23:30 oder so. Ich hätte das alles nicht hinbekommen zeitlich. Habe ich ein paar Bilder gesehen, sah auch echt schön aus. Na gut, irgendwann muss man mal pennen, ne, wenn du nächsten Morgen da den Einsatz hast. Kannst nicht alles machen. Da fährt sie dahin. Wir sind dem Essen einen Schritt näher. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir fahren weg und wir sind hier. Ja, Siehst du wohl. Haben wir denn noch was zu teasern für nächste Woche? nein, bis jetzt noch nichts. Okay. Ich weiß auch nicht, wie das Wetter wird. Ja, stimmt. Soll ja morgen schon wieder ordentlich klappern, ne? Ab morgen wird's unangenehm. Lass uns mal so einen kleinen Schritt reingehen. Haben wir hier drin Licht? Nee, braucht gar nicht. Das Ach so. Licht kommt ja von draußen rein. Ja, du hast ja auch Das ISO. ist eigentlich ganz okay. Du hast auch ISO. Ja. Nee, wir haben doch super Tageslicht hier. Alles bestens. Tja. Ja. Ja. Ja, also dann würde ich sagen, Möchtest du nach hinten kommen? nee, das stellen sich immer alle hinter mich. Das ist nicht, aber gut, das ist in jedem Stream das Gleiche. Dann lass doch mal die Damen nach vorne. So. Nee, ich will ja gar nicht nach vorne. Ach so, du bist gar nicht. Sie will nicht. Ja, aber es war doch ein schöner Tag, oder? Und jetzt geht Hochzeitstag gleich richtig los. Also vielen Dank für die ganzen Ja, danke schön. Glückwünsche zum Hochzeitstag. Ja, also wirklich vielen Dank. Und natürlich auch danke, dass ihr heute so viel Zeit wieder mit uns verbracht habt, den Kanal wieder so ordentlich nach vorne geschubst habt, unterstützt habt. Ganz dickes Dankeschön, sowohl zu Twitch als auch zu YouTube. Ja, dickes Dankeschön natürlich auch an unsere Moddis. Nicht Muddis, Moddis. Vor und hinter der Kamera, ne? Vor und hinter der Kamera, ja, alle dabei. Und natürlich hier die Unterstützung vor Ort mit Schwester Hansen, mit Ben, mit Kirsten. Gin Hotel. Kuchen. Gin Hotel. Gin Hotel bekommt auch noch mal eine besondere lobende Erwähnung. Immer wieder ein super Tipp. René und Martin. Ich glaube, die haben heute Außendeck. eher da so ein bisschen, die haben sich ein bisschen abgechillt, ja. Ja, also wie gesagt, was nächste Woche anliegt, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau, aber irgendwas wird passieren. Ich weiß auch gar nicht, was morgen ist. Morgen, glaube ich, Soll, aber morgen Wetter. Ja, muss man abwarten. Ihr wisst ja. wie Alles das- kann, nichts muss. Genau, und ihr wisst ja, am besten WhatsApp einfach abonnieren, dann kriegt ihr eine Nachricht, sobald das losgeht. Okay, ihr Lieben, Tja. Hamburg Hafen Live, over and out. Tschüss.